In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du einen Shopify Store erstellst. Außerdem zeige ich dir, wie du Google Analytics 4 und das Google Ads Conversion Tracking datenschutzkonform einrichtest und am Ende zeige ich dir auch noch, wie du eine Google Ads Shopping Kampagne erstellst, damit du direkt deine ersten Produkte verkaufen kannst. So sieht der finale Shopify Store aus. Das Design ist darauf ausgerichtet, dass ein Nutzer auch möglichst einfach konvertiert. Zum Beispiel wird hier direkt eine Aktion hervorgehoben, die neuesten Produkte werden angezeigt. In dem Menü findet man sofort alle wichtigen Produktkategorien und auch die Bestseller-Produkte. Es gibt eine Unterseite für die Sendungsverfolgung. Hier hat ein Nutzer die Möglichkeit, eigenständig die Bestellung zu verfolgen und du bekommst dadurch auch automatisch weniger Support-Anfragen. Dann möchte ich dir auch noch zeigen, wie du deinen Online-Shop rechtssicher machst. Dazu gehören natürlich die ganzen Rechtstexte, wie zum Beispiel das Impressum, die AGBs, die Widerrufsbelehrung und die Datenschutzerklärung. Ganz wichtig ist auch ein Cookie-Banner, der muss immer in dem Footer verlinkt sein. Und hier hat ein Nutzer die Möglichkeit, die Cookies nachträglich abzulehnen oder auch zu akzeptieren. Und sobald ein Nutzer die ganzen Cookies akzeptiert hat, werden auch erst Google Analytics und das Google Ads Conversion Tracking ausgelöst. Ich zeige dir, wie du das alles in dem Google Tag Manager einrichtest. Das hier sind zum Beispiel die ganzen Tags, die ich dafür erstellen werde. Teilweise ist das auch ein bisschen fortgeschritten. Zum Beispiel muss für das Google Ads Conversion Tracking ein Data Layer installiert werden und du musst eine Variable für den Wert erstellen und auch für die Transaktions-ID, damit du in Google Ads nicht nur die Anzahl der Produktverkäufe tracken kannst, sondern auch den Umsatz. Aber keine Sorge, ich werde dir das alles Schritt für Schritt zeigen. Bevor du deinen Online-Shop erstellst, ist es auch wichtig, dass du auf der Webseite von dem deutschen Patent- und Markenamt überprüfst, ob der Name von deinem Shop geschützt ist. Das kannst du machen, indem du auf das Register klickst, danach die Marken auswählst und unter der Marke kannst du dann nach deinem Shopnamen suchen und wenn hier nichts auftaucht, dann bist du da auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Du musst auch ein Gewerbe anmelden. Inzwischen geht das sogar online. Alles, was du dafür brauchst, ist dein Personalausweis. Die Kosten liegen bei ca. 20 Euro. Es dauert 15 Minuten und die Bearbeitung beträgt 3 bis 10 Werkstage. Die Kosten für deinen Shopify Store liegen bei ca. 50 Euro pro Monat. Der günstigste Tarif, der kostet aktuell 36 Euro pro Monat. Die ganzen Rechtstexte kosten ungefähr 10 Euro pro Monat. Eine Domain kostet 15 Euro pro Jahr. Und dann kommt es so ein bisschen darauf an, welche Apps du verwenden möchtest. Das waren auch alle wichtigen Vorbereitungen, die ich dir vorher noch zeigen wollte. Ich weiß, das Video ist lang, es sind ganz schön viele Informationen auf einmal. Deshalb findest du auch unten in der Videobeschreibung nochmal eine Übersicht von den einzelnen Kapiteln. Und wenn du dich nur für einen bestimmten Bereich interessierst, dann kannst du auf die Zeit klicken und das Video springt genau an diese Stelle. Ich würde sagen, wir fangen jetzt auch am besten direkt an. Gib dem Video vorher noch einen Daumen nach oben und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Aktuell kannst du Shopify 3 Monate lang für jeweils 1 Euro pro Monat testen. Das Angebot kann sich aber auch jederzeit ändern, aber über den Link unten in der Videobeschreibung findest du immer das aktuell beste Angebot. Für die Anmeldung musst du einfach nur deine E-Mail-Adresse angeben und anschließend auf Start Free Trial klicken. Als nächstes musst du auch noch ein Shopify-Konto erstellen. Das kannst du entweder per E-Mail machen, mit einem Apple-Konto, Facebook-Konto oder Google-Konto. Ich wähle hier E-Mail aus und dann trägst du in dem nächsten Schritt deine E-Mail-Adresse ein und legst ein Passwort fest. Am Anfang ist das ein bisschen verwirrend, weil du dich eben gerade auch schon mit einer E-Mail-Adresse angemeldet hast. Die erste E-Mail-Adresse, die gehört aber zu deinem Shop. Und die zweite E-Mail-Adresse, die du jetzt angeben musst, die gehört zu deinem Shopify-Konto. Anschließend wirst du in den Backend-Bereich von deinem Shopify-Store weitergeleitet. Hier kannst du alles konfigurieren und alles einrichten. Und wie das genau funktioniert, das zeige ich dir als nächstes. Zuerst möchte ich aber die Spracheinstellungen anpassen, weil aktuell ist bei mir alles auf Englisch. Das kannst du machen, indem du oben rechts auf deinen Store klickst, dann wählst du aus Manage Accounts und wenn du ganz nach unten scrollst, dann kannst du hier die Sprache auf Deutsch umstellen. Oben rechts kannst du die Änderung speichern, dann lädt die Seite wieder neu und dann ist jetzt alles hier auf Deutsch eingestellt. Ganz wichtig ist, dass du am Anfang auch nochmal deine E-Mail verifizierst.
Das kannst du über die E-Mail-Adresse machen, die du hier hinterlegt hast, und nachträglich kannst du hier auch die E-Mail-Adresse nochmal aktualisieren, wenn du das gerne machen möchtest. Du kannst hier auch noch deinen Namen angeben und auf der linken Seite findest du noch ein paar Sicherheitseinstellungen. Zum Beispiel kannst du hier einen Passkey erstellen, du kannst dein Passwort nochmal ändern, du kannst eine zweite E-Mail-Adresse hinterlegen und du kannst auch die Zwei-Stufen-Authentifizierung aktivieren. Viel mehr kannst du in den Kontoeinstellungen auch nicht mehr machen, deswegen schließe ich den Tab wieder, aktualisiere nochmal den Online-Shop, damit hier auch alles auf Deutsch angezeigt wird. Und dann möchte ich auch nochmal überprüfen, dass die Spracheinstellungen für den Online-Shop richtig eingestellt sind. Das kannst du machen, indem du unten links in der Ecke auf die Einstellungen klickst und ganz am Ende findest du die Sprachen. Bei mir ist die Sprache noch auf Englisch eingestellt. Das kannst du aber auch anpassen, indem du auf die 3 Punkte daneben klickst, auf Standard ändern klickst und dann wählst du hier als Sprache Deutsch aus und speicherst das Ganze ab. Als nächstes würde ich dir empfehlen, dass du eine Zahlungsmethode hinterlegst. Das kannst du machen, indem du auf die Abrechnung auf der linken Seite klickst und dann kannst du direkt am Anfang eine Zahlungsmethode hinzufügen. Über diese Zahlungsmethode wird dein Shopify-Tarif bezahlt und wenn du später noch zusätzliche Apps hinzufügst, wird das auch alles über die Zahlungsmethode abgerechnet, die du hier hinterlegst. Du kannst dafür eine Kreditkarte hinterlegen oder ein PayPal-Konto auswählen. Ich habe hier mein PayPal-Konto hinterlegt. Die Rechnungswährung solltest du noch mal kurz überprüfen und darunter findest du deine ganzen Abos, also wiederkehrende Zahlungen an Shopify. Zum Beispiel wird hier dein aktueller Tarif angezeigt. Ich befinde mich noch in der Testphase. Ich habe noch keinen Tarif ausgewählt. Und wenn du auf alle Anzeigen klickst, dann werden hier auch die ganzen Apps angezeigt, die du installiert hast, beziehungsweise für die du auch bezahlen musst. In diesem Bereich findest du auch später deine ganzen Rechnungen, die du dir herunterladen kannst. Wenn du eine Umsatzsteuer hast, dann kannst du die hier hinzufügen. Wenn du ein Kleingewerbe anmeldest, dann hast du in der Regel noch keine Umsatzsteuer, dann kannst du diesen Schritt auch überspringen und ganz am Ende findest du dann auch nochmal eine Übersicht von den ganzen Gebühren. Ich füge hier noch kurz meine Umsatzsteuer-ID hinzu und dann zeige ich dir als nächstes, wie du den richtigen Shopify-Tarif auswählst. Die verschiedenen Tarife findest du auch auf der linken Seite, indem du auf den Plan klickst. Ich befinde mich noch in dem Testzeitraum, der beträgt insgesamt 3 Tage. Spätestens danach muss ich einen Plan auswählen. Aber ich mache das jetzt direkt und das kannst du machen, indem du unten rechts auf Plan auswählen klickst. Insgesamt gibt es 3 verschiedene Tarife, einmal den Basic-Tarif, den Shopify-Tarif und den Advanced-Tarif. Der Unterschied zwischen diesen Tarifen, das ist einmal die Anzahl der Mitarbeiter. Bei dem Advanced-Tarif kannst du bis zu 15 Mitarbeiter hinzufügen und bei dem Basic-Tarif maximal 2 Mitarbeiter. Die Gebühren für die Produktverkäufe sind in dem Basic-Tarif auch etwas höher als in dem Shopify-Tarif und in dem Advanced-Tarif. Aber trotzdem würde ich dir am Anfang empfehlen, einfach mit dem Basic-Tarif anzufangen. Und wenn du wirklich viele Produkte verkaufst, dann kannst du überlegen, ob es Sinn macht, in den Shopify-Tarif zu wechseln oder in den Advanced-Tarif. Ich wähle hier erstmal den Basic-Tarif aus. Auf der rechten Seite findest du dann nochmal eine Zusammenfassung oder eine Übersicht, wann welcher Betrag genau abgebucht wird. Theoretisch kannst du auch eine jährliche Abrechnung auswählen. Dann ist der Gesamtbetrag natürlich ein bisschen niedriger, aber dann wird auch direkt am Anfang ein hoher Betrag von deinem Konto abgebucht. Deswegen musst du einfach gucken, was für dich da mehr Sinn macht und dann musst du auch noch ganz am Ende deine Rechnungsadresse angeben, damit die Steuern richtig berechnet werden. Anschließend kannst du deine Geschäftsadresse nochmal bestätigen. Shopify Point of Sale, das ist ein System oder eine App für den Einzelhandel und wenn du zum Beispiel deine Produkte auch in einem Laden verkaufen möchtest, dann kannst du das benutzen, um die ganzen Offline-Verkäufe auch mit deinem Online-Shop zu synchronisieren. Die meisten brauchen das wahrscheinlich nicht, deswegen kannst du einfach auf Überspringen klicken und dann wirst du wieder zurück auf die Startseite von deinem Online-Shop weitergeleitet. Auf der linken Seite findest du die ganzen Arbeitsbereiche. Insgesamt gibt es hier 4 verschiedene Abschnitte. Der oberste Bereich, darüber kannst du deinen Shop so ein bisschen organisieren. Du findest hier Informationen über deine Bestellungen, du kannst die Produkte hinterlegen. Du findest hier deine ganzen Kunden, du kannst dir die Statistiken anschauen und du kannst auch hier einen Rabattcode erstellen. Über den Vertriebskanal kannst du deinen Online-Shop bearbeiten. Wenn du hier zum Beispiel auf das Auge klickst, dann öffnet sich dein Online-Shop in einem neuen Tab und dann kannst du dir anschauen, wie der Online-Shop gerade aussieht. Ich habe hier natürlich noch nichts gemacht, deswegen ist das einfach nur ein Template, aber wie du das anpasst, das werde ich dir auch gleich nochmal Schritt für Schritt zeigen. Wenn du auf den Online-Shop draufklickst, dann öffnen sich hier auch noch ein paar weitere Arbeitsbereiche. Zum Beispiel kannst du hier das
Theme anpassen. Das ist so, ja, das Grundgerüst von deinem Online-Shop. Du kannst Blogbeiträge erstellen, du kannst Unterseiten erstellen, du kannst die Navigation anpassen. Das ist das Menü auf deiner Webseite, das immer ganz oben auf der Webseite angezeigt wird. Und unter der Konfiguration gibt es noch ein paar weitere Einstellungsmöglichkeiten. Das werde ich dir auch sofort zeigen, wie das alles funktioniert. Vorher möchte ich dir nochmal die Apps zeigen. Das ist ein weiterer Arbeitsbereich. Darüber kannst du zusätzliche Funktionen zu deiner Webseite hinzufügen. Später werde ich dir auch nochmal zeigen, welche Apps ich dir für den Anfang empfehlen würde. Und ganz am Ende gibt es den letzten Arbeitsbereich, der vierte Arbeitsbereich, und das sind die Einstellungen. Diesen Abschnitt habe ich dir am Anfang schon mal kurz gezeigt. Ich habe hier ganz am Anfang die Sprache angepasst. Ich habe eine Zahlungsmethode hinzugefügt und ich habe auch den Shopify-Tarif ausgewählt. Als nächstes möchte ich dir hier ein paar weitere Grundeinstellungen zeigen und ganz wichtig sind natürlich die Shop-Details ganz am Anfang. Hier kannst du dein Profil nochmal nachträglich bearbeiten. Du kannst die E-Mail-Adresse von deinem Online-Shop ändern. Du kannst die Geschäftsadresse nachträglich anpassen. Du kannst die Shop-Währung ändern. Und eine Sache, die ich dir hier empfehlen würde, direkt am Anfang zu machen, das ist einmal die Formatierung. Wenn du hier auf Formatierung ändern klickst, dann siehst du nämlich, dass das Eurozeichen immer vor dem Betrag angezeigt wird. In Deutschland bzw. in Europa wird das aber normalerweise immer am Ende angezeigt. Deswegen kannst du das einfach kurz markieren, ausschneiden und dann am Ende wieder einfügen. Genau das gleiche mache ich dann hier unten nochmal und auf der rechten Seite mache ich auch nochmal genau das gleiche. Lösche das am Anfang und speichere das Ganze ab. Darunter kannst du noch die Zeitzone und die Maßeinheit anpassen. Das sollte aber alles soweit stimmen. Und ganz am Ende gibt es auch noch die Bestell-ID. Hier kannst du eine Präfix und eine Suffix hinzufügen. Das macht aber eigentlich nur Sinn, wenn du mehrere Online-Shops hast und deine Buchhaltung einfach sauberer machen möchtest, weil du dann die Möglichkeit hast, die Bestellungen von den jeweiligen Online-Shops sauber voneinander zu trennen. Den Plan hatte ich dir schon gezeigt. Hier wird dein Tarif nochmal angezeigt. Über diesen Weg kannst du deinen Shop auch deaktivieren, wenn du das ganz gerne machen möchtest. Die Abrechnungen, die hatten wir uns auch schon angeschaut. Darunter findest du noch die Benutzer und Berechtigungen und hier hast du die Möglichkeit, Mitarbeiter hinzuzufügen. Wenn du auf den Button klickst, dann kannst du hier den Namen von dem Mitarbeiter angeben, die E-Mail-Adresse und darunter kannst du auch bestimmte Berechtigungen für diese Person freischalten. Unter den Zahlungen kannst du die Bezahlmethoden auf deiner Webseite oder in deinem Online-Shop einrichten. Zum Beispiel kannst du hier Shopify Payments aktivieren. Das solltest du auf jeden Fall machen. Damit sind auch die meisten Zahlungsanbieter eigentlich mit inbegriffen. Du hast auch noch die Möglichkeit, PayPal auf deiner Webseite zu aktivieren und auch Amazon Pay. Die Zahlungen werden automatisch beim Checkout erfasst. Das ist die Grundeinstellung. Die kannst du eigentlich so lassen. Und wenn du offline auch Produkte verkaufen möchtest, dann kannst du hier noch eine manuelle Zahlungsmethode hinzufügen. Wenn du auf den Button Shopify Payments aktivieren klickst, musst du als nächstes noch deine Unternehmensinformationen hinzufügen. Als erstes musst du deine Unternehmensart angeben, also ob du zum Beispiel ein Einzelunternehmer bist oder eine GmbH hast. Du kannst angeben, ob du im Handelsregister angemeldet bist. Deine Umsatzsteuer-ID musst du angeben. Wenn du erstmal von der Kleinunternehmerregelung Gebrauch machst, dann hast du in der Regel noch keine Umsatzsteuer-ID. Du musst deine Geschäftsadresse nochmal hinzufügen, deine persönlichen Daten hinzufügen. Du kannst ein paar Produktdetails angeben. Es gibt hier ein paar Einstellungen zu der Kundenabrechnung, also wie die Bezahlung auf dem Kontoauszügen deiner Kunden dargestellt wird. Das musst du aber auch nicht unbedingt anpassen. Viel wichtiger ist am Ende die Bankinformation. Hier musst du eine IBAN angeben und an diese IBAN werden dann auch die ganzen Gewinne überwiesen, die du mit deinem Online-Shop erzielst. Ich habe die Shopify Payments für meinen Shop eingerichtet. Du siehst hier auch nochmal die Kreditkartengebühren, die du zahlen musst, wenn ein Nutzer mit diesen Zahlungsmethoden ein Produkt in einem Online-Shop kaufst. Und wenn du auf Verwalten oben rechts in der Ecke klickst, dann hast du hier auch die Möglichkeit, bestimmte Karten zu aktivieren oder auch zu deaktivieren. ShopPay wurde auch automatisch aktiviert. Damit können die Kunden noch schneller die Produkte kaufen. Apple Pay, Google Pay ist auch in den Shopify Payments mit inbegriffen, genauso wie Klarna. Dann kannst du auch noch eine Betrugsprävention aktivieren, zum Beispiel wenn die Postleitzahl nicht mit der Kreditkarte übereinstimmt, dann wird die Bezahlung abgebrochen und ganz am Ende gibt es auch noch den sogenannten Testmodus. Den kannst du aktivieren, wenn du die Produktkäufe auf deiner Webseite testen möchtest, bevor du den Online-Shop aktivierst.
Wichtig ist, dass du danach den Testmodus auch wieder deaktivierst und das Ganze abspeicherst. Als nächstes möchte ich dir die Checkout-Einstellungen zeigen. Hier kannst du zum Beispiel ganz am Anfang auch noch ein Logo hochladen, das dann auf der Checkout-Seite angezeigt wird. Wie du die Checkout-Seite bearbeitest, das werde ich dir aber auch später nochmal zeigen. Darunter kannst du einstellen, ob deine Kunden die Bestell- bzw. Versandinformationen per Telefonnummer, also per SMS oder per E-Mail erhalten sollen. Hier würde ich dir empfehlen, dass du einfach nur die E-Mail am Anfang auswählst, weil wenn du die Telefonnummer auch als Option angibst, dann musst du zusätzlich noch eine SMS-App installieren. Die anderen 2 Einstellungen, die passen soweit, da musst du eigentlich nichts anpassen. Darunter gibt es noch die Kundeninformationen. Hier würde ich dir auch empfehlen, dass du wirklich wieder so wenige oder nach so wenigen Informationen wie möglich fragst, damit du es den Leuten einfach möglichst einfach machst, den Checkout abzuschließen. Den Unternehmensnamen, den kannst du zum Beispiel auch auf optional setzen. Die Adresszeile 2 kannst du auch auf optional setzen. Und die Telefonnummer zur Lieferadresse, die würde ich auch deaktivieren oder auf optional setzen. Darunter gibt es ein paar Marketing-Einstellungen. Zum Beispiel kannst du auswählen, dass sich die Leute für einen Newsletter registrieren können. Das kannst du auch vorab als ausgewählt einstellen. Wenn du SMS-Marketing machen möchtest, dann kannst du das auch aktivieren. Da musst du aber auch noch ein paar rechtliche Einstellungen beachten und deine Geschäftsbedingungen anpassen und auch deine Datenschutzerklärung anpassen. Ich wähle das erstmal nicht aus, weil ich das in diesem Fall nicht machen möchte. Darunter gibt es auch noch Trinkgeld. Das ist für einen Online-Shop eher ungewöhnlich, deswegen würde ich hier auch nicht den Haken setzen. Und als nächstes gibt es noch ein paar Konfigurationen zur Erfassung von Adressen. Hier musst du eigentlich nichts anpassen, das sind einfach nur ein paar Einstellungsmöglichkeiten, die den Checkout für den Kunden etwas einfacher machen. Die Bestellabwicklung, die ist ein bisschen interessanter. Zum Beispiel kannst du hier noch einen Bestätigungsschritt aktivieren. Das ist natürlich nochmal ein zusätzlicher Schritt, wo der Kunde auch abspringen kann. Deswegen kannst du dir auch überlegen, diesen Schritt zu deaktivieren, damit du es den Personen oder den Kunden auch wieder so einfach wie möglich machst, das Produkt zu kaufen. Ich persönlich finde das eigentlich ganz gut, dass man die eigenen Daten auch nochmal überprüfen kann. Deswegen setze ich hier den Haken. Und darunter gibt es auch noch ein paar Einstellungen zu der Ausführung von den Bestellungen. Für jede Bestellung in deinem Online-Shop gibt es 3 Phasen. In der ersten Phase wird die Bestellung aufgegeben, die Zahlung wird erfasst und in dem zweiten Schritt wird die Bestellung als bezahlt markiert und anschließend wird die Bestellung ausgeführt. Der letzte Schritt bzw. der dritte Schritt ist, dass die Bestellung dann auch ausgeführt wurde und bezahlt wurde und danach wird die Bestellung archiviert. Und diese Einstellungsmöglichkeit bezieht sich auf den zweiten Schritt, nachdem die Bestellung bezahlt wurde. Und du kannst einstellen, ob die Bestellung automatisch ausgeführt werden soll oder ob das Ganze manuell passieren soll. Wenn du zum Beispiel digitale Produkte verkaufst oder einen Fulfillment-Service verwendest, dann kannst du das Ganze automatisieren, damit die Bestellung auch direkt ausgeführt wird. Aber wenn du zum Beispiel personalisierte Produkte verkaufst, dann solltest du die Bestellungen nicht direkt automatisch ausführen, damit du das alles nochmal überprüfen kannst, dass auch alles stimmt. Die Bestellungen automatisch archivieren, das kannst du eigentlich so lassen. Dadurch sparst du auch noch ein bisschen Arbeit. Und am Ende gibt es auch noch ein paar fortgeschrittene Einstellungsmöglichkeiten. Vor einiger Zeit konnte man hier noch einstellen, dass die Leute, die den Kauf abgebrochen haben, direkt eine E-Mail bekommen. Das kannst du jetzt alles in den Marketing-Automatisierungen einstellen. Du kannst auch noch ein Tracking-Skript hinzufügen. Das ist eine wichtige Einstellung, wenn du zum Beispiel Google Ads-Werbung schalten möchtest, damit du die Verkäufer auch richtig tracken kannst. Es kann aber passieren, dass diese Funktion langfristig nicht mehr existieren wird. Das werde ich dir später auch nochmal im Detail zeigen. Deswegen kannst du diesen Schritt auch erstmal überspringen und ganz am Ende sollst du auch nochmal deine Checkout-Sprache überprüfen, dass die auf Deutsch eingestellt ist oder in der Sprache eingestellt ist, die du ganz gerne verwenden möchtest. Dann musst du die Änderung auch noch speichern und dann zeige ich dir als nächstes die Kundenkonten. Wenn du möchtest, dass sich die Kunden ein Konto erstellen können, über das sie die Bestellung verfolgen können, die Bestellhistorie sich anzeigen lassen können oder auch die Adresse speichern können für einen schnelleren Checkout, dann kannst du das hier einrichten. Wenn du auf Bearbeiten klickst, dann kannst du zum Beispiel einen Login-Link im Header von deinem Online-Shop aktivieren und darunter gibt es noch ein paar Branding-Einstellungen und du kannst auch hier die URL anpassen, über die ein Kunde auf das Konto zugreifen kann. Darunter gibt es die Versandeinstellungen und hier kannst du einstellen, wie hoch der Versand für deinen Online-Shop ist. Wenn du auf die allgemeinen Versandtarife klickst, findest du hier normalerweise 3 vordefinierte Versandzonen. Einmal Deutschland, einmal die Europäische Union
und einmal international. Hier kannst du die Versandtarife für jede Versandzone bearbeiten, indem du auf die 3 Punkte auf der rechten Seite klickst, und zu jedem Versandtarif gehört immer ein Name von dem Tarif. Du kannst eine Bedingung festlegen, zum Beispiel einen Betrag, also 50 € und mehr. Du kannst eine Transportzeit festlegen, zum Beispiel 2 bis 4 Werkstage, und dann kannst du am Ende auch noch den Preis angeben, wie teuer dieser Versandtarif ist. Die Versandzonen kannst du auch komplett löschen, indem du auf der rechten Seite zum Beispiel neben international auf die 3 Punkte klickst. Dann bestätigst du das, indem du auf Löschen klickst. Und wenn du deine Produkte sowieso nur in Deutschland oder in Europa verkaufen möchtest, dann kannst du zum Beispiel die internationale Versandzone löschen. Ich möchte meine Produkte erstmal nur in Deutschland verkaufen. Deswegen kann ich auch die Versandzone für Europa löschen. Und wenn du eine komplett neue Versandzone erstellen möchtest, dann klickst du einfach auf der rechten Seite auf Zone erstellen. Wenn du das machst, musst du zuerst der Zone einen Namen geben. Zum Beispiel kann ich auch den Versand in die Schweiz aktivieren. Anschließend musst du natürlich auch noch das Land auswählen und das dann mit Fertig bestätigen. Diese Versandzone hat jetzt noch keine Tarife. Das kannst du anpassen, indem du auf Versandtarif hinzufügen klickst. Zum Beispiel kann ich hier Standard international reinschreiben. Der Preis für den Versand ist 0 €. Als Bedingung kann ich einen Bestellpreis oder ein Artikelgewicht auswählen. Zum Beispiel kann ich hier einen Bestellpreis von 99 Schweizer Franken auswählen, das Ganze damit fertig bestätigen, und wenn der Warenkorbwert über 99 Schweizer Franken liegt, dann ist diese Bestellung kostenlos. Dann kann ich auch noch einen weiteren Versandtarif hinzufügen, den nenne ich wieder Standard International. Der Preis ist 4,99 €. Dieser Betrag wurde auch direkt in Euro umgewandelt, und hier kann ich auch wieder einen Bestellpreis auswählen. Der minimale Preis liegt bei 0 €. Das bestätige ich dann wieder mit Fertig, und so kannst du deine Versandtarife anpassen. Ich würde dir tatsächlich aber empfehlen, einfach nur den kostenlosen Versand überall anzubieten. Das machen inzwischen auch immer mehr Online-Shops, weil man dadurch einfach die Conversion-Rate steigert, und die ganzen Versandkosten, die kannst du dann einfach in deinem Preis direkt mit einberechnen. Deswegen lösche ich hier auch nochmal den Versandtarif, und den ersten Versandtarif, den passe ich an. Die Bedingung entferne ich, speichere das Ganze ab. Genau das Gleiche mache ich auch hier oben, dass ich den zweiten Tarif entferne. Die Transportzeit kannst du hier auch nochmal bearbeiten. So einfach kannst du die Versandeinstellungen anpassen. Es gibt immer eine Zone. In der Zone kannst du dann das Land auswählen, und für diese Zone kannst du dann die verschiedenen Versandtarife hinzufügen. Ich entferne nochmal die Schweiz, weil ich meine Produkte erstmal nur in Deutschland verkaufen möchte, und die Änderung musst du dann auch immer oben rechts in der Ecke speichern. Wenn du für bestimmte Produkte unterschiedliche Tarife benutzen möchtest, dann kannst du auch in den Versandeinstellungen ein neues Profil erstellen. Dafür gehe ich wieder zurück. Direkt am Anfang kannst du dann ein neues Profil erstellen, und für dieses Profil kannst du dann auch eigene Tarife festlegen. Wenn du möchtest, kannst du auch die Lieferdaten in dem Checkout aktivieren. Die Grundeinstellung ist ausgestellt. Das ist auf jeden Fall in Ordnung, weil man diese Informationen auch normalerweise immer in der Bestellbestätigung bekommt. Wenn du deine Produkte auch lokal zustellen möchtest, dann kannst du das hier aktivieren. Wenn du eine lokale Abholung aktivieren möchtest, dann kannst du das hier auch einstellen. Wenn du möchtest, kannst du auch verschiedene Pakete hinzufügen, zum Beispiel ein normales Paket, ein Briefumschlag. Du kannst die Länge, die Breite, die Höhe und auch das Gewicht angeben, und anhand von diesen Daten wird dann auch der Versand berechnet, wenn du das direkt am Anfang eingestellt hast. Aber wie gesagt, ich würde dir empfehlen, den Versand einfach auf kostenlos zu stellen. Deine Versandkosten, die solltest du natürlich auch kennen. Die kannst du dann einfach in dem Produktpreis mit einberechnen und das dann über diesen Weg abwickeln. Darunter werden dir auch noch Versand-Apps vorgeschlagen, zum Beispiel von der DHL und von der DPD. Die kannst du natürlich installieren, damit der ganze Bestellprozess auch etwas professioneller ist. Deine Lieferscheine kannst du in diesem Bereich bearbeiten, und wenn du einen Fulfillment-Dienst benutzen möchtest, der für dich die ganzen Bestellungen ausführt, dann kannst du den auch in diesem Bereich hinzufügen. Als nächstes gibt es noch die Steuer- und Zollgebühren. Wenn du deine Produkte im Ausland verkaufen möchtest, dann musst du natürlich dich auch informieren, welche Steuern in diesen Ländern erhoben werden. Dafür solltest du auf jeden Fall mit einem Steuerberater zusammenarbeiten. Der kann dir dann hier bei den Einstellungen auf jeden Fall helfen und dir die richtigen Informationen geben. Am Ende kannst du dann auch noch auswählen, ob du die Preise inklusive Steuern anzeigen möchtest. Das ist eigentlich der Normalfall. Steuern auf Versandtarife, das ist eher ungewöhnlich.
Und wenn du digitale Produkte verkaufst, dann musst du für diese digitalen Produkte natürlich auch eine Mehrwertsteuer erheben. Die Änderung musst du wie immer speichern und darunter gibt es die Standorte. Wenn du mehrere Standorte hast, an denen du Produkte verkaufen möchtest, dann kannst du die über den Button oben rechts in der Ecke hinzufügen. Point of Sale, das hatte ich dir am Anfang schon kurz gezeigt. Das brauchst du wirklich nur, wenn du Offline-Produkte verkaufst. Und darüber kannst du dann die ganzen Offline-Produkte mit deinem Online-Shop synchronisieren. Darunter gibt es die Gutscheine. Hier kannst du einstellen, ob die Geschenkgutscheine irgendwann ablaufen oder nicht ablaufen. Du kannst hier ein paar Voreinstellungen aktivieren und auch das Apple Wallet aktivieren. Die Märkte werden erst interessant, wenn du auch wirklich international expandieren möchtest. Wenn du das vorhast, solltest du vorher auf jeden Fall auch mit einem Steuerberater sprechen, damit er dir zeigen kann, was du hier eventuell noch anpassen musst. Unter den Apps und Vertriebskanälen findest du deine ganzen Apps, die du installiert hast. Über diesen Weg kannst du auch bestimmte Apps deinstallieren. Zum Beispiel kann ich hier Point of Sale deaktivieren, weil ich das für diesen Online-Shop nicht brauche. Und unter den Domains kannst du den Domainnamen von deinem Online-Shop anpassen. Ich habe eine Domain schon über GoDaddy gekauft. Da liegen immer meine ganzen Domains rum. Deswegen klicke ich auf bestehende Domain verbinden, trage hier meinen Domainnamen ein, klicke auf Weiter. Anschließend kannst du die Verbindung überprüfen. In den meisten Fällen wird der DNS-Eintrag automatisch angepasst. In diesem Fall muss ich jetzt noch kurz die Werte für den A- und C-Name anpassen und anschließend kann ich dann nochmal die Verbindung überprüfen. Das habe ich in GoDaddy kurz angepasst, indem ich den A-Eintrag und den C-Name ausgewählt habe, dann auf den Stift geklickt habe und dann habe ich hier kurz die Werte jeweils angepasst. Anschließend habe ich die Domain nochmal überprüft und dann wurde die auch hier direkt freigeschaltet. Und wenn ich jetzt den Domainnamen aufrufe, dann wird auch der Shopify Store angezeigt. Dieser Shopify Store ist aktuell natürlich noch deaktiviert. Ich muss hier ein Passwort eingeben, damit ich den Shop sehen kann. Vorher muss ich natürlich das ganze Design noch anpassen, aber der Domainname, der funktioniert auf jeden Fall schon mal. Und darüber kann ich jetzt den Online-Shop erreichen. Unter den Domains gibt es die Kundenereignisse. Das ist eine relativ neue Funktion von Shopify. Darüber kannst du die ganzen Tracking-Codes auf deiner Webseite installieren, beziehungsweise die Pixel für zum Beispiel das Facebook-Tracking, für das Google Ads-Tracking und so weiter. Aber ich muss auch dazu sagen, dass die Kundenereignisse nicht ganz so gut funktionieren. Das ist wirklich eine große Schwachstelle von Shopify, dass es da noch keine optimale Lösung gibt, um das ganze Conversion Tracking auch DSGVO-konform einzurichten. Diesen Teil schauen wir uns aber später an. Ich gehe jetzt erstmal auf die Markeneinstellungen und hier hast du die Möglichkeit, dein Logo hochzuladen. Du kannst deine Farben festlegen, du kannst dein Titelbild hochladen. Du kannst einen Slogan und eine Kurzbeschreibung hinzufügen und deine ganzen Social-Media-Links angeben. Wenn du möchtest, kannst du diesen Teil theoretisch auch überspringen. Du kannst das auch alles individuell anpassen, wenn du deine Website oder deinen Online-Shop bearbeitest. Das werde ich dir auch gleich zeigen, wie das funktioniert. Deshalb überspringe ich diesen Teil erstmal. Darunter gibt es noch die Benachrichtigungen. Am Anfang kannst du eine Absender-E-Mail hinzufügen bzw. auch nochmal anpassen. Hier kannst du zum Beispiel eine Support-E-Mail-Adresse verwenden. Wenn du auf die Kundenbenachrichtigungen klickst, dann findest du hier ganz viele automatisierte Nachrichten, die alle an deine Kunden geschickt werden, je nachdem, was der Kunde gerade für eine Aktion ausgeführt hat. Und hier würde ich dir auch empfehlen, dass du dir einfach mal ein bisschen Zeit nimmst und hier gegebenenfalls Sachen anpasst, wenn du das machen möchtest. Es macht jetzt auf jeden Fall keinen Sinn, das hier alles durchzugehen, weil das dauert einfach unglaublich lange. Aber wenn du hier etwas anpassen möchtest, dann klickst du einfach auf den Bereich. Zum Beispiel gibt es ganz am Anfang die Bestellbestätigung, die ein Kunde zugeschickt bekommt, nachdem er ein Produkt bestellt hat. Die E-Mail kannst du dir in der Vorschau ansehen und wenn du hier irgendetwas anpassen möchtest, dann geht das leider nur, indem du auf Code bearbeiten klickst und dann musst du hier tatsächlich den Code anpassen. Deswegen wäre ich hier auch vorsichtig, wenn du dich damit nicht auskennst, dann würde ich hier wirklich nur das Nötigste machen, damit du nicht irgendetwas aus Versehen zerschießt. Dafür musst du aber auch erstmal deine E-Mail-Adresse verifizieren, damit du das anpassen kannst. Und wenn du eine Änderung vorgenommen hast, dann kannst du dir das auch über den Button oben rechts in der Ecke in der Vorschau erstmal anschauen. Am Ende gibt es auch noch eine wichtige Einstellung. Hier kannst du zum Beispiel nochmal die doppelte Einverständniserklärung dir von deinen Kunden holen für die Newsletter-Anmeldung. Und wenn du auch das SMS-Marketing einrichtest, dann kannst du auch genau das Gleiche für die SMS-Abonnenten machen, damit du da datenschutztechnisch auf der
sicheren Seite bist. Dann gehe ich wieder zurück. Die E-Mail möchte ich auch noch kurz verifizieren. Deswegen schicke ich mir noch mal kurz die Verifizierungs-E-Mail zu. Die habe ich kurz bestätigt. Und wenn ich jetzt den Shop aktualisiere, dann sollte das hier auch angezeigt werden. Genau. Und wenn ich dann zum Beispiel noch mal die Benachrichtigungen aufrufe und den Code bearbeiten möchte, dann kann ich hier jetzt auch den Code anpassen. Wenn du das machen möchtest, dann würde ich dir einfach empfehlen, dass du nach dem bestimmten Text suchst, den du ganz gerne bearbeiten möchtest. Dafür kannst du auch zurückgehen und dir die Vorschau angucken. Zum Beispiel gibt es hier das Textfeld „Vielen Dank für deinen Einkauf“. Und wenn ich dann auf Code bearbeiten klicke, dann suche ich einfach nach dem Text. Der befindet sich auch hier und dann kann ich hier zum Beispiel noch den Shopnamen eingeben, das Ganze speichern und wenn ich dann wieder zurückgehe, dann wird der Shopname hier auch angezeigt und dadurch ist das Ganze einfach nochmal ein bisschen persönlicher. Aber wie gesagt, nimm dir hier einfach mal ein bisschen Zeit, schau dir das Ganze in Ruhe an und wenn du hier irgendetwas anpassen möchtest, dann kannst du das natürlich machen, aber das musst du auch nicht sofort machen, weil die Grundeinstellungen von Shopify auch wirklich schon ganz gut ist und das Wichtigste damit auch abgedeckt ist. Dann gibt es am Ende auch noch die benutzerdefinierten Daten. Am Anfang werden die ganzen Metafelder angezeigt und die Metafelder, die beschreiben einfach nur verschiedene Funktionalitäten oder irgendwelche Informationen über deine Produkte. Manche Sachen davon sind auch einfach nur interne Sachen, die dir dabei helfen, deinen Online-Shop besser zu organisieren. Aber wenn du Produkte hast, wo du vielleicht zusätzliche Informationen hinzufügen möchtest, zum Beispiel wenn du Lebensmittel verkaufen möchtest, dann kannst du auch ein Metafeld für die Haltedauer bzw. ein Ablaufdatum hinzufügen. Oder wenn deine Produkte zum Beispiel verschiedene Zutaten haben und das auch wichtige Informationen sind, dann kannst du das natürlich auch als Metafeld hinzufügen. Je mehr Produkte du hast, desto wichtiger ist natürlich, dass das alles sauber eingerichtet ist. Aber wenn du erstmal nur eine Handvoll Produkte verkaufen möchtest, dann ist dieser Bereich am Anfang wahrscheinlich noch nicht ganz so wichtig. Unter den benutzerdefinierten Daten gibt es die Sprachen. Da kannst du die Sprache für deinen Shop nochmal anpassen. Das hatte ich dir am Anfang schon gezeigt, deswegen können wir diesen Teil auch überspringen. Und darunter gibt es die Richtlinien. Das ist ein ganz wichtiger Bereich, damit dein Shop auch rechtssicher ist. Und hier kannst du zum Beispiel den Text für das Widerrufsrecht eintragen, für die Datenschutzerklärung, für die allgemeinen Geschäftsbedingungen, für die Versandbedingungen und auch die Kontaktinformationen und natürlich auch das Impressum. Und damit die ganzen Informationen auch korrekt sind, würde ich dir empfehlen, das über einen Anbieter zu machen, der sich genau darauf spezialisiert hat. Ein guter Anbieter dafür ist zum Beispiel eRecht24. Da kostet das Ganze 20 € pro Monat. Es gibt auch noch Tarife, die ein bisschen teurer sind. Da kannst du dann zum Beispiel auch eine Rechtsberatung bekommen. Aber der Basic-Tarif, der ist für Anfänger eigentlich erstmal komplett ausreichend. Eine gute Alternative zu eRecht24 ist der Händlerbund. Der ist auch deutlich günstiger. Hier gibt es natürlich auch wieder verschiedene Tarife. Aber der Basic-Tarif, der kostet hier zum Beispiel nur 10 € pro Monat. Darüber bekommst du auch alle Rechtstexte, die du für deinen Shopify-Store benötigst. Ich habe von dem Händlerbund auch ein großzügiges Angebot bekommen, dass die ersten 3 Monate komplett kostenlos sind. Und wenn du das Angebot nutzen möchtest, dann findest du den Link dafür unten in der Videobeschreibung. Ich habe die ganzen Informationen hinzugefügt. Wenn du die ganzen Texte mit einem Konfigurator erstellst und dann die ganzen Texte hier reinkopierst, dann solltest du auch darauf achten, dass die ganzen Links klickbar sind. Es kann nämlich passieren, dass die verschwinden, wenn du die Sachen reinkopierst und wenn du zum Beispiel in den AGBs auf die Datenschutzerklärung verlinkst, dann muss der Link auch in diesem Text vorhanden sein und ein Nutzer muss die Möglichkeit haben, auf diesen Link draufzuklicken und dann direkt auf die Datenschutzerklärung weitergeleitet werden. Wenn der Link nicht funktioniert, dann kannst du den Text auch einfach markieren, auf dieses Symbol klicken und dann hier den Link einfügen, beziehungsweise wenn der Link hier schon steht und dann eventuell am Ende ein Punkt ist, dann kannst du einfach den Punkt entfernen und dann sollte dieser Link auch wieder klickbar sein. Am Anfang hast du auch die Möglichkeit, die Rückgaberegeln zu aktivieren und dann auch anzupassen für den Fall, dass du hier irgendetwas ändern möchtest. Am Ende findest du noch das Shop-Aktivitätsprotokoll und da kannst du dir einfach nur die ganzen Änderungen anschauen, die an deinem Shop vorgenommen wurden. Das waren auch alle wichtigen Grundeinstellungen, die ich dir am Anfang erstmal zeigen wollte. Ich weiß, das ganze Einrichten ist ein bisschen nervig, aber jetzt kommen wir auch zu dem spannenden Teil, weil ich dir jetzt zeige, wie du deinen Online-Shop bearbeiten kannst. Die Hilfe für die Einrichtung, die kann ich erstmal schließen und dann klickst du als nächstes auf der linken Seite auf die Produkte. In diesem Bereich kannst du Produkte hinzufügen oder du kannst auch Produkte importieren.
wenn du wirklich viele Produkte in deinem Onlineshop verkaufen möchtest. Ansonsten gibt es in dem Produktbereich auch noch ein paar Unterpunkte, zum Beispiel die verschiedenen Produktkategorien kannst du hier anpassen. Du kannst dir dein ganzes Inventar angucken, die Bestellungen kannst du dir angucken, den Wareneingang kannst du dir anschauen und du kannst auch Geschenkgutscheine erstellen. Wenn du auf den Button Produkt hinzufügen klickst, dann gibt es hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Natürlich musst du zuerst einen Titel für dein Produkt festlegen, du kannst eine Beschreibung hinzufügen. Unter den Medien kannst du die ganzen Produktbilder hochladen. Über die Preisgestaltung kannst du deinen Preis festlegen. Es gibt ein paar Inventar- und Versandeinstellungen. Und wenn du ein Produkt in verschiedenen Varianten anbietest, zum Beispiel verschiedene Größen oder verschiedene Farben, dann kannst du das auch in diesem Bereich hinzufügen. Auf der rechten Seite kannst du den Status von dem Produkt anpassen, also ob das Produkt auch wirklich aktiv im Onlineshop live sein soll oder ob das Produkt erstmal als Entwurf gespeichert werden soll. Du kannst angeben, wo das Produkt veröffentlicht werden soll. Du kannst das ganze Produkt organisieren. Das heißt, du kannst Produktkategorien erstellen. Du kannst Tags hinzufügen. Darüber kannst du deine Produkte auch einfach so ein bisschen besser sortieren, dass du dich einfach besser in deinem Onlineshop auch zurechtfindest und immer die richtigen Produkte findest. Und unter der Theme-Vorlage kannst du einstellen, wie dann am Ende die Produktseite in dem Onlineshop aussieht. Ich werde als nächstes ein paar Produkte hinzufügen und dann gebe ich dir auch noch ein paar Tipps, was du dabei beachten solltest. Insgesamt habe ich 5 verschiedene Produkte hinzugefügt. Ich kann auch kurz auf ein Produkt draufklicken. Die Beschreibung habe ich mit ChatGPT erstellt. Das kannst du natürlich auch machen, wenn du da einfach ein bisschen Input benötigst. Ich habe hier die Bilder hochgeladen, den Preis hinzugefügt. Wenn du einen Vergleichspreis hinzufügen möchtest, zum Beispiel kann ich hier auch noch 39,99 reinschreiben, dann wird dieser Preis durchgestrichen auf der Produktseite angezeigt und das kannst du zum Beispiel machen, wenn du ein Produkt mit einem Rabatt verkaufen möchtest. Die Kosten pro Artikel kannst du hinzufügen, wenn du den Einkaufspreis von deinen Produkten weißt. Zum Beispiel kann ich hier 10 Euro eintragen und dann kannst du einfach die Marge für die Produktverkäufe besser verfolgen. Dieser Preis bzw. die Kosten pro Artikel, die werden aber auch nicht auf der Produktseite angezeigt. Das sind wirklich nur Informationen für dich selber, damit du da einfach die Marge von den Produktverkäufen besser und schneller berechnen kannst. Über die Artikelnummer kannst du deine Produkte ein bisschen sortieren. Wenn du zum Beispiel Produkte für eine bestimmte Zielgruppe hast oder verschiedene Farben oder Größen hast, dann kannst du das alles über die Artikelnummer so ein bisschen steuern, damit du dich da einfach schneller zurechtfindest. Du kannst angeben, wie viele Produkte du aktuell auf Lager hast oder wenn du zum Beispiel beschädigte Produkte hast, dann kannst du das hier auch eintragen, damit du auch immer genau weißt, wie viele Produkte du aktuell noch in deinem Inventar hast. Den Versand habe ich für dieses Produkt nicht aktiviert. Ich würde dir einfach empfehlen, dass du das in dem Produktpreis direkt mit einberechnest, weil du darüber die Conversion-Rate auf jeden Fall ein bisschen steigern kannst. Wenn du möchtest, kannst du auch noch eine Variante hinzufügen. Dafür klickst du einfach auf das Pluszeichen. Und wenn du ein Produkt zum Beispiel in verschiedenen Größen anbietest, zum Beispiel T-Shirts oder Hoodies, dann kannst du hier auch noch die Größen angeben. Wenn du ein Produkt in verschiedenen Farben anbietest, kannst du hier auch die verschiedenen Farben angeben. Und genau das gleiche kannst du auch für das Material und für den Stil machen. Dafür musst du einfach die Werte eintragen. Zum Beispiel kann ich hier M, S, L und XL eintragen, das Ganze mit fertig bestätigen. Und dann werden für dieses Produkt automatisch 4 verschiedene Varianten erstellt. Das kannst du dann wieder über das Mülleimer-Symbol löschen. Und ganz am Ende gibt es auch noch die sogenannte Meta-Beschreibung. Die kannst du anpassen, indem du auf Bearbeiten klickst. Hier wird automatisch immer der Produkttitel und der erste Teil von der Produktbeschreibung hinzugefügt und dieser Teil wird in der Google-Suche angezeigt, wenn eine Person nach deinem Produkt sucht. Hier solltest du einfach nur darauf achten, dass dein Produkt möglichst einfach beschrieben wird. Es kann dir natürlich auch dabei helfen, über Google gefunden zu werden, aber ganz im Ernst, es wird wahrscheinlich nicht passieren, dass dein Produkt auftaucht, wenn jemand nach dem Produktnamen sucht, außer es ist wirklich ein sehr spezieller Produktname. Zu der ganzen SEO-Optimierung gehören noch ganz viele andere Sachen. Die Meta-Beschreibung ist natürlich auch ein Teil davon. Deswegen würde ich einfach hier darauf achten, dass die Beschreibung und der Titel, dass die in Ordnung sind und viel mehr kannst du hier dann auch gar nicht mehr machen. Auf der rechten Seite hast du dann auch noch die Möglichkeit, den Status anzupassen. Wenn das Produkt aktiv ist oder wenn der Status aktiv ist, dann ist das Produkt auch offiziell in dem Online-Shop live und über die Veröffentlichung kannst du auch die Vertriebskanäle noch verwalten. Zum Beispiel kannst du auch auswählen, dass das Produkt in der Shop-App angezeigt werden soll und wenn du dein Produkt in verschiedenen Ländern verkaufen möchtest, dann kannst du das auch hier für die verschiedenen Märkte freischalten. Die Produktkategorie wird normalerweise automatisch hier eingetragen, du kannst das aber auch individuell noch anpassen, wenn das vielleicht nicht ganz so gut passt. Du kannst einen Produkttyp hinzufügen, du kannst den Anbieter von diesem Produkt angeben und du hast auch die Möglichkeit, deine Produkte nach verschiedenen Kategorien zu sortieren.
Sowas kannst du zum Beispiel mit verschiedenen Tags machen und wie das genau funktioniert, das zeige ich dir als nächstes. Zum Beispiel möchte ich ganz gerne eine Produktkategorie für meine Bestseller-Produkte machen. Das kannst du machen, indem du hier einen Tag erstellst. Zum Beispiel kann ich hier Bestseller reinschreiben, das dann mit hinzufügen bestätigen und dann speichere ich die Änderung erstmal ab. Anschließend gehe ich wieder zurück in die Produktübersicht, wähle nochmal ein weiteres Produkt aus und bei diesem Produkt füge ich auch den Tag Bestseller hinzu und speichere das Ganze ab. Als nächstes wählst du auf der linken Seite die Kategorien aus. Bei mir gibt es zwei vorgefertigte Kategorien, einmal Homepage, einmal Digital Goods. Die kannst du aber auch löschen, indem du die markierst, dann auf die drei Punkte klickst und Kategorie löschen auswählst. Danach klickst du auf Kategorie erstellen und dann kannst du für diese Kategorie einen Titel hinzufügen. Für diese Kategorie kannst du auch eine Produktbeschreibung hinzufügen und am Ende hast du die Möglichkeit, entweder Produkte manuell hinzuzufügen oder das Ganze zu automatisieren. Auf der rechten Seite kannst du die Vertriebskanäle auswählen. Ich wähle hier erstmal nur den Online-Shop aus. Du kannst ein Produktbild oder ein Bild für die Produktkategorie hinzufügen. Über die Theme-Vorlage kannst du wieder auswählen, wie das Produkt auf deiner Webseite dargestellt wird. Das zeige ich dir gleich noch in Ruhe. Und über die Suchmaschinenbeschreibung kannst du hier wieder den SEO-Titel und auch eine SEO-Beschreibung hinzufügen. Anschließend speicherst du die Kategorie ab und wenn du dann wieder zurück auf deine Produkte gehst und dann wähle ich nochmal den Powerbank aus, klicke auf der rechten Seite auf die Kategorien und dann wird diese Kategorie hier auch angezeigt. Über diesen Weg kannst du die Produkte manuell hinzufügen. Es gibt auch noch einen anderen Weg, indem du die Kategorie direkt auswählst. Dann findest du hier auch das Produkt und du kannst auf Produkt suchen klicken bzw. auf Durchsuchen und dann kannst du hier manuell irgendein Produkt auswählen, das du ganz gerne in dieser Kategorie hinzufügen möchtest. Ich lösche diese Kategorie aber erstmal, weil ich dir auch noch zeigen möchte, wie du das Ganze automatisiert machen kannst. Dafür erstelle ich wieder eine neue Kategorie, schreibe hier wieder rein Bestseller und diesmal wähle ich als Kategorieart automatisiert aus. Wenn du das machst, musst du eine Bedingung hinzufügen und über diese Bedingung werden dann Produkte in dieser Kategorie aufgenommen. Als Bedingung gibt es zum Beispiel den Produkttitel, Produkttyp, Produktkategorien, Produktanbieter, den Produkttag, Preis, Vergleichspreis, Gewicht, Lagerbestand und Titel der Variation. Ich möchte ganz gerne den Produkttag auswählen, entspricht Bestseller und das ist der Tag, den ich auch vorher bei dem Produkt hinzugefügt habe. Als Vertriebskanal wähle ich wieder nur den Online-Shop aus, speichere das Ganze ab und dann wurden automatisch die zwei Produkte in dieser Kategorie hinzugefügt, weil diese zwei Produkte auch den Tag haben, den ich vorher erstellt habe. Mit den Produkttags bist du wirklich unglaublich flexibel und kannst wirklich alles einrichten, so wie du das ganz gerne haben möchtest. Zum Beispiel kannst du auch einen Produkttag für deine neuesten Produkte erstellen. Du kannst auch einen Produkttag für alle Produkte erstellen, die aktuell im Angebot sind. Wenn du deine günstigen oder teuren Produkte kategorisieren möchtest, dann kannst du auch einen Preis angeben und dann kannst du zum Beispiel alle Produkte, die teurer sind als 500 € in einer Kategorie sortieren oder alle Produkte, die unter 10 € sind, kannst du auch kategorisieren. Da gibt es wirklich verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist natürlich, dass du immer im Hinterkopf behältst, dass es darum geht, es den Leuten auf deiner Webseite so einfach wie möglich zu machen, die richtigen Produkte zu finden. Deswegen solltest du die Produktkategorien nicht für dich erstellen, sondern für deine Kunden. Das musst du dann am Ende natürlich auch noch speichern. Dann klicke ich nochmal auf die Produkte und in diesem Bereich kannst du auch Produkte wieder in den Entwurf legen, wenn du zum Beispiel das Produkt nochmal nachträglich bearbeiten möchtest. Du kannst das Produkt auch archivieren, du kannst es löschen, du kannst den Vertriebskanal anpassen. Oder wenn du ein Produkt direkt auswählst, dann kannst du oben rechts in der Ecke auch dieses Produkt duplizieren und über diesen Weg relativ schnell mehrere Produkte anlegen. Für den Solarlautsprecher habe ich auch eine Variante erstellt. Zum Beispiel gibt es dieses Produkt in Schwarz und in Rot. Wenn du die Varianten bearbeiten möchtest, dann kannst du eine Variante auswählen, auf der rechten Seite auf Bearbeiten klicken und dann kannst du auch für jede einzelne Variante zum Beispiel einen Vergleichspreis hinzufügen oder auch noch ein extra Bild hinzufügen und die ganzen anderen Produkteinstellungen anpassen. Genau das gleiche kannst du natürlich für die anderen Variationen machen, die kannst du auf der linken Seite auswählen. Und wenn du oben links in der Ecke auf den Pfeil zurückklickst, dann befindest du dich wieder in der Oberfläche von dem eigentlichen Produkt. Ansonsten kannst du oben rechts in der Ecke auch auf den Button Vorschau klicken. Dann öffnet sich das Produkt in einem neuen Tab und so sieht aktuell die Produktseite aus.
Dieses Design kannst du natürlich auch noch nachträglich anpassen. Aktuell befindet sich hier der Produkttitel, der Preis, die Produktkategorien beziehungsweise die verschiedenen Varianten. Es gibt hier den Button, das Produkt in den Warenkorb zu legen und darunter befindet sich die Produktbeschreibung. Das ganze Design kannst du später auch noch anpassen und wie das genau funktioniert, das zeige ich dir sofort. Vorher möchte ich dir noch zeigen, wie du einen Geschenkgutschein erstellen kannst. Und dieser Geschenkgutschein, das ist ein Produkt, das ein Kunde auch in deinem Onlineshop kaufen kann. Dafür klickst du einfach auf Geschenkgutscheinprodukt hinzufügen. Dieses Produkt hat wieder einen Titel. Hier kannst du zum Beispiel den Namen von deinem Onlineshop reinschreiben. Du kannst eine Beschreibung hinzufügen. Du kannst auch ein Bild hochladen. Darunter kannst du die Werte für die Gutscheincodes angeben, also zum Beispiel 10 Euro, 25 Euro, 50 Euro oder 100 Euro. Die kannst du natürlich auch löschen oder auch individuell anpassen. Ich möchte in diesem Beispiel 2 Gutscheincodes hinzufügen, einmal für 10 Euro und einmal für 20 Euro. Am Ende kannst du auch wieder den Beitrag oder den Eintrag für die Suchmaschine optimieren, indem du hier den Seitentitel und auch eine Metabeschreibung hinzufügst. Und auf der rechten Seite kannst du das Produkt wieder aktivieren oder als Entwurf speichern. Du kannst die Vertriebskanäle anpassen und darunter wieder die Produktkategorien und Tags auswählen. Über die Theme-Vorlage kannst du das Design von der Produktseite anpassen. Ich speichere das Produkt aber erstmal ab und wenn du dann auf Vorschau klickst, kannst du sehen, wie dieses Produkt aktuell aussieht. Das Design von der Produktseite, das kannst du natürlich auch noch nachträglich anpassen. Und wie das funktioniert, das werde ich dir auch sofort zeigen. Dann gibt es noch eine weitere Einstellungsmöglichkeit bei den Geschenkgutscheinen. Du hast nämlich auch die Möglichkeit, einen Geschenkgutschein zu erstellen. Hier kannst du dann direkt einen Gutscheincode hinzufügen. Du kannst einen Wert festlegen und dann kannst du diesen Gutschein auch direkt an einen bestimmten Kunden schicken. Zum Beispiel als Entschuldigung, weil irgendein Produkt nicht geliefert werden konnte oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Ein Ablaufdatum kannst du auch noch hinzufügen und dann kannst du auch noch eine kurze Nachricht schreiben. Die anderen Gutscheine, die ich gerade erstellt habe, die befinden sich unter den Produkten und nicht in diesem Bereich. Wenn ich zum Beispiel die Produkte auswähle, dann wird auch hier der Geschenkgutschein angezeigt und in diesem Bereich kann ich auch das Produkt dann nachträglich nochmal bearbeiten und hier zum Beispiel die Beschreibung anpassen. Als nächstes möchte ich dir zeigen, wie du das ganze Design von deinem Online-Shop und auch von den Produktseiten anpassen kannst. Und das funktioniert, indem du auf der linken Seite unter den Vertriebskanälen auf den Online-Shop klickst. Über das Augensymbol kannst du deinen Online-Shop öffnen. Wenn du hier zum Beispiel draufklickst, oben rechts in der Ecke, dann öffnet sich der Shop in einem neuen Tab. Dann kannst du sehen, wie der aktuell aussieht. Und das gleiche Symbol findest du auch nochmal auf der linken Seite neben dem Online-Shop. Am Anfang ist der Online-Shop auch noch passwortgeschützt. Das bedeutet, du musst zuerst das Passwort entfernen und auch erst dann können andere Leute deinen Online-Shop besuchen und die Produkte kaufen. Über ein Theme kannst du so ein bisschen das Grundgerüst von deinem Online-Shop steuern, also welche Elemente wie angeordnet werden. Das aktuelle Theme ist Dawn. Das ist ein Standard-Theme, das auch komplett kostenlos ist. Und wenn du das bearbeiten möchtest, dann klickst du einfach auf der rechten Seite auf den Button Anpassen. Über die 3 Punkte links daneben hast du die Möglichkeit, das Theme auch nochmal umzunennen, zu duplizieren, die Theme-Datei herunterladen und ganz wichtig ist auch der Bereich Code bearbeiten. Zum Beispiel gibt es hier die Theme Liquid-Datei. Hier musst du auf jeden Fall aufpassen mit dem Code. Wenn du hier irgendetwas aus Versehen entfernst, dann kannst du dir wirklich den kompletten Online-Shop zerschießen. Später müssen wir in diesem Bereich ja noch ein paar Sachen anpassen, aber das werde ich dir dann auch Schritt für Schritt zeigen. Ansonsten gibt es auch noch eine Theme-Bibliothek bzw. beliebte kostenlose Themes. Über die Theme-Bibliothek kannst du auch ein anderes Theme dir kaufen. Das kannst du einfach machen, indem du auf den Store klickst. Man kann wirklich viel Geld für so ein Theme ausgeben. Zum Beispiel gibt es hier welche, die kosten über $200. Das Dawn-Theme, das am Anfang auch erstmal eingestellt ist, das ist wirklich komplett kostenlos. Und ich würde dir auch einfach raten, damit erstmal zu starten. Das Theme ist auch von Shopify, deswegen kannst du dich darauf verlassen, dass regelmäßig immer Updates durchgeführt werden. Und wenn du irgendein Theme kaufst von irgendeinem anderen Anbieter, dann kann es eben passieren, dass da nicht regelmäßig Updates gemacht werden und dass dein Shop irgendwann nicht mehr funktioniert. Dann klicke ich als nächstes auf den Button Anpassen, weil ich dir zeigen möchte, wie du die Startseite von deinem Online-Shop bearbeiten kannst. Der Editor bzw. der Arbeitsbereich besteht aus 4 verschiedenen Bereichen. Auf der linken Seite kannst du zum Beispiel die Abschnitte auswählen. Du kannst auch die Theme-Einstellungen auswählen oder verschiedene App-Einbettungen. Rechts daneben befindet sich dann immer die Seite, die du ausgewählt hast. Zum Beispiel ist das aktuell die Startseite. Die Seitenansicht kannst du auch anpassen,
indem du oben in der Mitte einfach eine andere Seite auswählst. Wenn ich hier zum Beispiel auf Produkte klicke und dann ein Standardprodukt auswähle, dann finde ich hier die Produktseite und dann kann ich zum Beispiel auch diese Produktseite bearbeiten. Ich gehe aber erstmal wieder zurück auf die Startseite und unter dem Seitennamen auf der linken Seite findest du dann verschiedene Abschnitte. In den Abschnitten befinden sich dann immer verschiedene Blöcke, die kannst du aufrufen, indem du den Abschnitt aufklappst. Und über die Blöcke kannst du verschiedene Funktionen zu deiner Webseite hinzufügen und daraus ergibt sich so ein bisschen das ganze Layout von deiner Webseite. Zum Beispiel habe ich ganz am Anfang eine Ankündigungsleiste. Wenn ich hier draufklicke, dann wird der Bereich auch auf der rechten Seite markiert. Das ist immer der Vorschau-Modus und diesen Abschnitt kannst du dann auf der rechten Seite bearbeiten. Da siehst du wieder direkt am Anfang, dass hier auch die Ankündigungsleiste ausgewählt ist. Dann kannst du hier zum Beispiel die Farbe anpassen. Es gibt verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für verschiedene Abschnitte. Zum Beispiel kann ich hier eine Trennlinie auswählen oder die auch wieder entfernen. Ich kann die Social-Media-Symbole hinzufügen oder auch entfernen. Du kannst die Ankündigungsleiste auch für verschiedene Regionen anpassen. Und wenn du einen Blog bearbeiten möchtest, dann wählst du einfach auf der linken Seite den Blog aus. Das ist zum Beispiel einfach nur ein Textblock. Über den Textblock wurde der Text hier auch eingetragen, der ganz oben angezeigt wird. Und wenn du diesen Blog anpassen möchtest, dann kannst du hier einfach den Text anpassen. Zum Beispiel kann ich hier online Shop reinschreiben anstatt Store und dann wird das auch direkt auf der linken Seite in der Vorschau übernommen. Wenn du einen Block in einem Abschnitt entfernen möchtest, dann kannst du das immer auf der rechten Seite ganz unten machen, indem du auf das Mülleimer-Symbol klickst und genau das gleiche kannst du auch für einen Abschnitt machen. Dafür wählst du einfach den Abschnitt aus, scrollst nach unten und dann hast du hier auch die Möglichkeit, den Abschnitt zu entfernen. Wenn du dir unsicher bist, ob du das wirklich machen möchtest, dann kannst du auch auf der linken Seite einfach auf das Augensymbol klicken und das bedeutet, dass dieser Bereich verschwindet und dann kannst du dir das erstmal in der Vorschau anschauen, bevor du irgendwelche großen Anpassungen vornimmst. Natürlich kannst du auch weitere Blöcke zu verschiedenen Abschnitten hinzufügen. Das kannst du machen, indem du einfach auf das Pluszeichen klickst. In diesem Beispiel wurde ein weiterer Textabschnitt hinzugefügt. Das macht natürlich wenig Sinn, deswegen lösche ich das auch wieder. Und bei verschiedenen Abschnitten hast du auch die Möglichkeit, verschiedene Blöcke zu verwenden. Oben rechts in der Ecke hast du auch noch die Möglichkeit, den Vorschau-Modus anzupassen. Zum Beispiel wird gerade die Desktop-Version angezeigt. Du hast auch die Möglichkeit, die Smartphone-Version dir anzeigen zu lassen oder das Ganze als Vollbildmodus dir anzeigen zu lassen. Ich würde dir tatsächlich empfehlen, den Online-Shop auf der Smartphone-Ansicht zu bearbeiten, weil wirklich über 90% des Traffics inzwischen über das Smartphone kommt. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass dein Online-Shop vor allem auf dem Smartphone gut eingerichtet ist. Aber wenn du trotzdem das Ganze lieber auf der Desktop-Version erstmal erstellen möchtest, dann kannst du das natürlich am Ende auch nochmal in Ruhe überprüfen und dann gegebenenfalls ein paar Sachen anpassen. Ich werde in diesem Tutorial den Online-Shop in der Desktop-Version bearbeiten, damit das Ganze einfach etwas größer angezeigt wird und damit du das auch etwas besser erkennen kannst. Aber wie gesagt, ich würde dir tatsächlich empfehlen, das auf der Smartphone-Ansicht zu bearbeiten, damit dein Online-Shop auch direkt von Anfang an für das Smartphone optimiert ist. Das erste, was ich anpassen möchte, das ist die Ankündigungsleiste. Deswegen wähle ich die kurz aus, beziehungsweise ich wähle den Textblock aus. Und dann möchte ich ganz gerne den Textblock hier anpassen. In diesem Bereich kannst du die Besucher immer ganz gut auf ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Aktion aufmerksam machen. Zum Beispiel, wenn du einen neuen Produktlaunch hast oder wenn du einen bestimmten Gutscheincode gerade anbietest oder irgendeine Aktion hast. Oder du kannst auch ein sogenanntes Trust-Element hier hinzufügen, zum Beispiel irgendwelche Bewertungen, damit die Leute auch direkt wissen, dass dein Online-Shop ein seriöser Online-Shop ist. Zum Beispiel kann ich hier reinschreiben, Bewertung 4,8 Sterne. Dann kopiere ich hier das Stern-Emoji rein, mache das 5-mal und dann schreibe ich noch dahinter auf Trustpilot und dann kannst du hier zum Beispiel den Link von deinem Trustpilot-Profil hinzufügen. Das solltest du natürlich nur machen, wenn du auch wirklich solche Bewertungen irgendwo hast. Aber das wirkt auf jeden Fall direkt am Anfang sehr professionell und das hilft dir dabei, die Conversion-Rate für deinen Online-Shop zu steigern. Die Hintergrundfarbe von der Ankündigungsleiste möchte ich auch ganz gerne anpassen. Deswegen wähle ich die kurz aus, klicke auf das Farbschema und dann wähle ich hier mal einen dunklen Ton aus. Das ist zum Beispiel ein Schwarz oder ein Dunkelblau. Ich nehme da einfach mal den schwarzen Ton und dann wirkt das Ganze auch schon etwas professioneller.
Die Änderungen musst du natürlich immer speichern. Das kannst du über den Button oben rechts in der Ecke machen. Und wenn wir gerade dabei sind, die Farbe anzupassen, möchte ich dir vorher auch noch kurz die Theme-Einstellungen zeigen. Die findest du auf der linken Seite, indem du auf das Zahnrad-Symbol klickst. Und dann kannst du hier zum Beispiel auch die Farbeinstellungen für das komplette Theme anpassen. Natürlich kannst du das auch individuell für jeden Abschnitt und für jeden Block anpassen, aber die Theme-Einstellungen, die du hier festlegst, die werden immer als erstes angewendet. Außerdem hast du die Möglichkeit, hier ein Logo von deinem Online-Shop hochzuladen. Dafür klickst du einfach auf Bild auswählen. Dann kannst du dein Logo einfach hier reinziehen. Das kannst du zum Beispiel ganz einfach mit der kostenlosen Version von Canva erstellen. Anschließend bestätigst du das, indem du unten rechts auf den Button Fertig klickst. Und dann wird das Logo automatisch in dem Menü von deiner Webseite hinzugefügt. Die Breite für den Desktop kannst du auch noch anpassen. Da kannst du einfach mal das hin und her ziehen und gucken, ob sich da irgendetwas verändert. Ich würde das nicht allzu groß machen. Ich stelle das zum Beispiel auf 100 Pixel. Dann hast du auch noch die Möglichkeit, ein Favicon hochzuladen. Und das Favicon ist das Symbol, das immer oben links neben deinem Domainnamen angezeigt wird in dem Tab. Dafür klickst du einfach auf Bild auswählen, dann ziehst du dein Favicon wieder hier rein und bestätigst das wieder mit dem Button Fertig. Die Änderungen musst du natürlich wie immer speichern. Wenn du auch einen Schritt wieder zurück machen möchtest, dann kannst du das einfach über den Pfeil oben rechts in der Ecke machen. Und wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und dann die Seite nochmal in einem neuen Tab öffne, dann wird hier zum Beispiel auch das Logo angezeigt und das Favicon wird auch oben in dem Tab angezeigt. Das schließe ich erstmal wieder und dann zeige ich dir noch ein paar weitere Einstellungsmöglichkeiten auf der Theme-Ebene. Zum Beispiel hast du hier auch die Möglichkeit, die Schriftart anzupassen. Du kannst die Schriftgröße anpassen. Es gibt ein paar Layout-Einstellungen. Hier kannst du zum Beispiel den Abstand zwischen bestimmten Abschnitten und Boxen einstellen. Du kannst auch die Seitenbreite einstellen, aber die 1200 Pixel, das ist eigentlich für den Anfang normal. Die meisten Bildschirme können das auf jeden Fall ohne Probleme wiedergeben. Es gibt hier ein paar Einstellungen für die Animation. Du kannst die Schaltflächen anpassen, also die Buttons, die auf deiner Webseite angezeigt werden. Da kannst du zum Beispiel die Dicke von dem Rand anpassen. Du kannst den Eckradius ändern, dann wird der Button einfach nur rund. Und ähnliche Einstellungen gibt es hier für ganz viele verschiedene Bereiche. Deswegen klick dich da einfach mal in Ruhe durch. Die meisten Sachen, das ist einfach nur ein bisschen Spielerei. Was ich dir auf jeden Fall empfehlen würde zu machen: Du kannst deine Social-Media-Kanäle hinzufügen. Dafür trägst du einfach nur den Link hier ein. Und wenn du das machst, dann werden auch die Social-Media-Icons unten in dem Footer angezeigt. Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen zu machen. Die Änderung musst du wie immer auch wieder speichern. In dem Suchverhalten kannst du die Suchvorschläge deaktivieren. Unter dem Währungsformat musst du eigentlich nichts anpassen. Dann gibt es hier noch den Warenkorb. Da kannst du zum Beispiel auch das Farbschema nochmal anpassen, das du ganz gerne in dem Warenkorb benutzen möchtest. Genau das gleiche kannst du auch für das oder für den Checkout-Bereich machen, beziehungsweise für die Checkout-Seite. Dafür kann ich auch kurz die Checkout-Seite auswählen, indem du oben in der Mitte auf die Startseite klickst, dann scrollst du ein bisschen nach unten und dann findest du hier die Checkout-Seite. So sieht die Seite aktuell aus. Die ist natürlich noch ziemlich neutral. Das kannst du aber auch anpassen, indem du zum Beispiel dein Logo auswählst, das mit Fertig bestätigst und dann wird zum Beispiel das Logo hier auch angezeigt und dann ist das Ganze auch schon etwas personalisierter. Du kannst auch noch ein Hintergrundfoto hinzufügen, das wird dann hinter dem Logo angezeigt. Die Position von dem Logo kannst du auch anpassen, ob das zum Beispiel in der Mitte angezeigt wird oder rechts. Ich finde das links eigentlich am besten. Aktuell ist das auch relativ groß, deswegen stelle ich das einfach mal auf klein. Wobei das ist jetzt zu klein und es sieht so aus, als wurde das hier falsch dargestellt. Deswegen stelle ich das mal auf groß, damit man das auch erkennen kann. Wenn du möchtest, kannst du auch noch die Hintergrundfarbe ändern. Ich finde das aber in dem Weiß eigentlich ganz gut. Deswegen passe ich hier nichts mehr an. Die Typografie bzw. die Schriftart kannst du auch nochmal anpassen. Und ganz am Ende gibt es dann auch noch die Möglichkeit, einen benutzerdefinierten CSS-Code hinzuzufügen. Und darüber hast du dann die Möglichkeit, deine Webseite wirklich komplett individuell zu gestalten. Das ist aber auch schon ein bisschen fortgeschrittener. Damit wäre ich am Anfang auch erstmal vorsichtig und das würde ich wirklich nur benutzen, wenn es nicht anders geht. Es gibt bei den Themen auf jeden Fall ein paar Einschränkungen. Zum Beispiel kannst du die Farbe von den einzelnen Buttons nicht individuell anpassen. Sowas müsstest du dann zum Beispiel mit Hilfe von einem CSS-Code machen. Aber wie gesagt, ich wäre damit erstmal ein bisschen vorsichtig, weil wenn es irgendwelche Updates gibt, dann kann es immer sein, dass sich dann irgendetwas verschiebt und das ist einfach nur nervig.
und viel extra Arbeit. Dann gehe ich wieder zurück in den Editor-Bereich, beziehungsweise ich wähle auf der linken Seite einfach den Abschnitt aus und dann möchte ich dir als nächstes zeigen, wie du den Header bearbeiten kannst. Das ist der Bereich, in dem sich auch das Menü befindet. Hier kannst du dann später deine ganzen Seiten auch hinzufügen. Und wie du das Menü bearbeiten kannst, das möchte ich dir auch als nächstes zeigen. Dafür ist es natürlich sinnvoll, dass ich erstmal die ganzen Seiten erstelle. Deswegen speichere ich den Fortschritt in dem Editor erstmal ab und klicke oben links in der Ecke auf Schließen, damit ich wieder zurück in den Backend-Bereich von Shopify komme. Unter den Themes auf der linken Seite findest du die Seiten und wenn du hier draufklickst, hast du die Möglichkeit, Unterseiten für deine Webseite zu erstellen. Das kannst du machen, indem du oben rechts in der Ecke auf Seite hinzufügen klickst. Diese Seite nenne ich zum Beispiel über uns. Die Meta-Beschreibung kannst du hier auch wieder bearbeiten, indem du den Titel anpasst und eine kurze Beschreibung hinzufügst. Die Sichtbarkeit kannst du oben rechts anpassen und darunter hast du auch wieder die Möglichkeit, eine Theme-Vorlage auszuwählen. Das ist wieder nur das Grundgerüst von der Unterseite. Aber das kannst du dann auch später in dem Editor noch individuell anpassen. Diese Seite kannst du dann speichern, entweder unten rechts in der Ecke oder oben rechts in der Ecke. Die Seite kannst du dann duplizieren oder über den Button rechts daneben. Wenn du da draufklickst, dann öffnet sich die Seite in der Vorschau in einem neuen Tab und dann siehst du, dass die aktuell noch komplett leer ist, weil du die natürlich auch noch mit Inhalt füllen musst. Wenn du auf den Pfeil zurück neben dem Seitentitel klickst, dann kommst du wieder in die Übersicht und dann kannst du eine weitere Seite über den Button oben rechts in der Ecke erstellen. Ich habe kurz die wichtigsten Unterseiten erstellt. Die Rechtstexte darfst du natürlich nicht vergessen, wie zum Beispiel die Datenschutzerklärung, die Versandbedingungen, die AGBs, die Widerrufsbelehrung und das Impressum. Ich weiß, das hatten wir auch vorhin schon in den Einstellungen unter den Richtlinien eingestellt. Dieser Bereich ist allerdings nur für die Fußzeile des Checkouts. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du die ganzen rechtlichen Informationen auch nochmal als eigene Seite hinzufügst. Dann habe ich auch noch eine Seite für die Sendungsverfolgung erstellt. Die Über uns Seite hatte ich erstellt und dann gibt es auch noch eine Kontaktseite. Hier kannst du den Namen natürlich auch nochmal ändern, damit das auf Deutsch ist. Und die Kontaktseite benutzt eine spezielle Theme-Vorlage und in dieser Theme-Vorlage befindet sich schon ein Kontaktformular. Deswegen musst du da auch nichts mehr anpassen. Wenn du auf die Blogbeiträge klickst, hast du auch die Möglichkeit, einen Blogpost zu erstellen. Dafür klickst du einfach auf den Button Blogbeitrag erstellen. Dann trägst du hier einen Namen ein, zum Beispiel Solarlampe richtig pflegen und warten, 10 praktische Tipps. Den Inhalt musst du natürlich auch noch hinzufügen. Du kannst einen Auszug erstellen, das ist einfach nur eine kurze Zusammenfassung. Und über die SEO-Einstellungen kannst du auch dafür sorgen, dass dieser Blogbeitrag möglichst einfach in der Google-Suche gefunden werden kann. Am Ende musst du den Blogbeitrag natürlich auch noch auf sichtbar stellen. Du kannst ein Bild hinzufügen. Ich habe hier einfach ein Produktbild verwendet. Mithilfe von den Tags kannst du deine Blogbeiträge auch so ein bisschen sortieren und dieser Blogbeitrag benutzt auch wieder eine Theme-Vorlage, die du natürlich dann auch in dem Editor anpassen kannst. Das Ganze speicherst du dann ab und wenn du wieder auf den Pfeil oben links in der Ecke zurückklickst, dann findest du hier eine Übersicht von deinen ganzen Blogbeiträgen. Ich habe hier nochmal 2 weitere Blogbeiträge hinzugefügt. Das geht auch erstmal gar nicht darum, über Google direkt gefunden zu werden, sondern du hast die Möglichkeit, solche Blogbeiträge über deine Produkte auf deiner Webseite einzubinden. Und das hilft den Leuten einfach nochmal dabei, sich etwas mehr über die Produkte zu informieren. Und dann kannst du darüber auch deine Conversion-Rate steigern. Wenn du auf der linken Seite auf die Navigation klickst, hast du dann die Möglichkeit, das Menü zu erstellen. Es gibt hier direkt 2 vorgefertigte Menüs, eins für den Footer, das wird unten auf der Seite angezeigt und eins für das Main-Menü, das wird dann ganz oben auf der Seite angezeigt. Die Menüs kannst du bearbeiten, indem du einfach draufklickst, dann werden hier auch die Unterpunkte angezeigt. Die kannst du dann zum Beispiel löschen, indem du auf den Button klickst, das dann mit Entfernen bestätigst und wenn du auf das Pluszeichen klickst, hast du die Möglichkeit, neue Menüpunkte hinzuzufügen. Zuerst musst du dem Menüpunkt einen Namen geben, zum Beispiel kann ich hier Produkte reinschreiben und über die Zeile darunter hast du dann die Möglichkeit, einen bestimmten Bereich von deiner Webseite zu verlinken. Das kann zum Beispiel die Startseite sein. Du kannst verschiedene Kategorien auswählen. Das sind die ganzen Kategorien, die ich vorhin erstellt habe. Du hast auch die Möglichkeit, ein bestimmtes Produkt einfach nur auszuwählen oder auch alle Produkte zu benutzen. Du kannst eine bestimmte Seite auswählen. Hier werden aber auch nur die Seiten angezeigt, die du vorher erstellt hast. Du kannst deinen Blog auswählen, beziehungsweise eine Blog-Kategorie oder du kannst auch einzelne Blogbeiträge
hinzufügen. In diesem Beispiel möchte ich natürlich die Produkte auswählen, deswegen klicke ich hier drauf und wähle alle Produkte aus. Das kannst du dann bestätigen, indem du auf Hinzufügen klickst und dann befindet sich dieser Menüpunkt auch in dem Main-Menü. Dann füge ich noch einen weiteren Menüpunkt hinzu und diesen Menüpunkt nenne ich Kategorien. Als Link wähle ich natürlich die Kategorien aus, klicke wieder auf alle Kategorien und bestätige das mit Hinzufügen. Dann klicke ich nochmal auf das Pluszeichen, schreibe hier rein Bestseller und als Link nehme ich wieder die Kategorien und wähle diesmal die Bestseller-Produkte aus. Das bestätige ich dann wieder mit Hinzufügen und wenn ich jetzt das Menü abspeichere, dann den Online-Shop in einem neuen Tab öffne, dann werden diese Bereiche auch hier oben angezeigt. Du hast auch die Möglichkeit, die Menüpunkte auf verschiedene Ebenen zu setzen. Das kannst du machen, indem du die linke Maustaste gedrückt lässt und zum Beispiel die Kategorien ein bisschen nach rechts ziehst. Dann lässt du die linke Maustaste wieder los und dann verschiebt sich das unter die Produkte. Genau das gleiche kann ich für die Bestseller machen und wenn ich das abspeichere, dann die Seite nochmal aktualisiere, werden nur noch die Produkte angezeigt mit einem Pfeil nach unten und wenn ich hier draufklicke, dann finde ich hier die Kategorien und auch die Bestseller. Dein Ziel sollte es auch immer sein, dass du das Menü so benutzerfreundlich wie möglich machst, damit die Leute gar nicht erst nach irgendwelchen Produkten suchen müssen. In diesem Beispiel kann der Nutzer direkt alle Produkte anschauen, er kann sich auch bestimmte Kategorien anschauen oder direkt die Bestseller-Produkte auswählen. Das Ganze kann man natürlich auch noch optimieren, indem ich unter die Kategorien auch direkt die Kategorien hinzufüge und unter den Bestsellern auch noch die Bestseller-Produkte aufliste. Dafür gehe ich wieder zurück in den Shopify Store, klicke auf Menüpunkt hinzufügen, dann schreibe ich hier rein Powerbank, klicke auf die Kategorien und wähle alle Powerbank-Produkte aus. Das bestätige ich damit hinzufügen und dann kann ich diesen Teil oder diesen Menüpunkt zum Beispiel unter die Kategorien schieben. Genau das gleiche wiederhole ich für die Lautsprecher, wähle dann auch den Lautsprecher aus und dann mache ich nochmal genau das gleiche für die Lampen, klicke wieder auf die Kategorien und wähle die Lampen aus und bestätige das Ganze mit hinzufügen. Genau das gleiche mache ich auch für die Bestseller-Produkte, schreibe hier rein Lautsprecher, wähle dann das Bestseller-Produkt aus, nämlich den Lautsprecher, bestätige das mit hinzufügen. Dann schiebe ich das wieder nach rechts und mache nochmal genau das gleiche für den Powerbank, wähle den aus, klicke auf Hinzufügen und dann speichere ich das Menü wieder ab. Wenn ich jetzt wieder zurück auf die Seite gehe und die Seite nochmal aktualisiere, werden unter den Produkten die Kategorien angezeigt. Die Kategorien kann ich auch aufklappen, dann werden hier die einzelnen Kategorien aufgelistet. Und genau das Gleiche ist bei den Bestsellern der Fall. Natürlich sind das ziemlich viele Informationen auf einmal, aber du solltest wirklich immer daran denken, wie du es für einen Besucher so einfach wie möglich machen kannst, die richtigen Produkte zu finden. Dann möchte ich in dem Menü auch noch die Über uns Seite hinzufügen. Dafür klicke ich auf die Seiten, wähle die Über uns Seite aus, bestätige das mit hinzufügen und dann möchte ich auch noch eine Sendungsverfolgung hinzufügen. Dafür wähle ich die Seite Sendungsverfolgung aus, speichere das mit hinzufügen und bestätige das dann über den Button oben rechts in der Ecke. Für die Sendungsverfolgung brauchst du auf jeden Fall noch eine App, das werde ich dir auch später nochmal zeigen. Aber auch hier geht es wieder darum, den Nutzer möglichst relevante Informationen zu geben. Das Menü muss ich hier nochmal anpassen. Die Über uns Seite muss ich weiter nach links schieben, genau das gleiche mit der Sendungsverfolgung. Dann speichere ich das nochmal ab, aktualisiere die Seite und dann habe ich hier jetzt alle wichtigen Informationen für die Besucher von diesem Online-Shop. Natürlich kannst du auch weitere Menüs erstellen, dafür gehst du einfach wieder zurück. Dann klicke ich zum Beispiel auf das Footer-Menü, die Suchfunktion, die möchte ich hier entfernen. Und dieses Menü nenne ich Unternehmen. Hier füge ich die ganzen Unternehmensinformationen hinzu. Zum Beispiel kann ich hier auch wieder die Über uns Seite auswählen. Dafür klicke ich auf die Seiten, wähle Über uns aus. Dann kann ich auch noch das Impressum hinzufügen. Die AGBs kann ich hinzufügen. Die Widerrufsbelehrung und die Datenschutzerklärung. Das Menü speichere ich dann ab, dann gehe ich wieder zurück und erstelle nochmal ein weiteres Menü mit Informationen. In diesem Menü möchte ich zum Beispiel den
Newsletter hinzufügen. Das ist auch eine Sache, die du auf jeden Fall haben solltest. Ich sehe gerade, dass ich hierfür auch noch keine extra Seite habe. Deswegen schließe ich das nochmal, klicke auf die Seiten und verlasse den Bereich kurz, klicke auf Seite hinzufügen und erstelle eine neue Seite für den Newsletter. Dann mache ich auch nochmal genau das gleiche für die Cookie-Einstellungen. Das ist auch etwas, was du brauchst. Das werde ich dir auch später nochmal zeigen. Und dann möchte ich auch noch eine weitere Seite für die häufig gestellten Fragen erstellen, beziehungsweise eine FAQ-Seite. Dann erstelle ich auch noch eine weitere Unterseite für Retouren, weil das auch ein Bereich ist, für den sich viele Leute interessieren. Und dann möchte ich auch noch eine weitere Seite für die Zahlungen erstellen, damit die Leute direkt auf die Informationen zugreifen können und wissen, mit welcher Zahlungsmethode die Produkte gekauft werden können. Dann gehe ich wieder zurück auf die Navigation, klicke nochmal auf Menü hinzufügen und erstelle nochmal das Menü mit den Informationen. Dann füge ich hier den Newsletter hinzu, wähle dafür die passende Seite aus, bestätige das, indem ich auf Hinzufügen klicke. Dann möchte ich in diesem Bereich auch den Blog hinzufügen. Dafür gibt es wieder eine Vorlage und unter den News befinden sich die Blogbeiträge, die ich am Anfang erstellt habe. Und ganz am Ende füge ich noch die Cookie-Einstellungen hinzu, damit ein Nutzer auch die Möglichkeit hat, die Cookie-Einstellungen nachträglich auch noch anzupassen. Das speichere ich dann wieder ab, gehe wieder zurück und erstelle noch ein letztes Menü und dieses Menü nenne ich Hilfe. In diesem Bereich möchte ich zum Beispiel die FAQs hinzufügen, deswegen wähle ich die Seite aus, die ich gerade erstellt habe. Dann möchte ich in diesem Bereich auch die Kontaktseite hinzufügen. Die Informationen über die Retouren möchte ich hier auch hinzufügen. Die Versandinformationen und Lieferinformationen sollen hier auch noch mit rein. Und ganz am Ende auch noch die Informationen zu den Zahlungsmethoden. Das speichere ich dann wieder ab, gehe wieder zurück und dann können wir als nächstes die Menüs in dem Online-Shop hinzufügen. Dafür öffne ich wieder den Editor, indem ich auf die Themes klicke, dann auf Anpassen klicke und als nächstes möchte ich den Header-Bereich, also das Menü, anpassen. Wenn du den Abschnitt auf der linken Seite ausgewählt hast, öffnen sich auf der rechten Seite die Einstellungsmöglichkeiten. Direkt am Anfang kannst du auswählen, wo das Logo angezeigt werden soll. Mitte links ist eigentlich die Standardeinstellung, da musst du nichts anpassen. Und dann hast du auch die Möglichkeit, in diesem Bereich ein Menü auszuwählen. Hier ist schon das Main-Menü ausgewählt. Wenn ich auf Ändern klicke und Menü ändern auswähle, dann werden hier auch die anderen Menüs angezeigt, die ich eben gerade erstellt habe. Für die Desktop-Version kannst du auch den Menütyp anpassen. Die Grundeinstellung ist ein Dropdown-Menü. Du hast auch die Möglichkeit, ein Mega-Menü auszuwählen. Wenn ich dann auf die Produkte klicke, dann werden die zum Beispiel untereinander aufgelistet. In diesem Beispiel finde ich das tatsächlich sehr passend. Ich finde, das sieht richtig gut aus. Eine andere Alternative ist der Einschub. Dann wird das Menü auf der linken Seite angezeigt. Da muss ein Nutzer hier erst draufklicken. Das finde ich in diesem Beispiel tatsächlich nicht wirklich passend. Deswegen wähle ich hier das Mega-Menü aus. Den Header kannst du auch fixieren. Die Grundeinstellung ist, dass der beim Hochscrollen fixiert ist. Das passt auf jeden Fall soweit. Du kannst das Farbschema anpassen, wenn du möchtest. Ich finde das weiße Menü tatsächlich ganz passend. Wenn du deine Produkte in mehreren Ländern verkaufst, dann hast du hier auch die Möglichkeit zu aktivieren, dass ein Nutzer ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Region auswählen kann. Das brauche ich in diesem Beispiel nicht. Genau das gleiche gilt für die Sprache. Und auf der mobilen Ansicht ist die Grundeinstellung, dass das Logo zentriert positioniert wird. Dafür kann ich kurz in die Smartphone-Vorschau wechseln und unter Abstand kannst du noch den oberen Bereich und den unteren Bereich anpassen. Wenn ich hier zum Beispiel das Padding auf 8 Pixel stelle und das unten genauso mache, dann siehst du, dass der Bereich hier oben etwas schmaler wird. Ich fand das aber eigentlich ganz okay. Vielleicht mache ich es ein bisschen kleiner und stelle das auf 16 Pixel. Und viel mehr musst du hier dann auch nicht mehr einstellen. Unter den Theme-Einstellungen findest du noch ein paar Einstellungen, die ich dir auch vorhin schon gezeigt habe, die für das Menü bzw. für den Header-Bereich relevant sind. Und unter den benutzerdefinierten CSS-Einstellungen hast du auch die Möglichkeit, mit einem CSS-Code das Menü nochmal individuell etwas besser anzupassen. Die Suchfunktion kann ich leider nicht deaktivieren. Das könnte ich zum Beispiel mit einem CSS-Code machen. Für diesen Online-Shop brauche ich nicht wirklich eine Suchfunktion, aber ganz so schlimm ist das jetzt auch nicht.
Die Änderung musst du dann wieder speichern und dann werde ich als nächstes anfangen, den oberen Bereich auf der Webseite zu bearbeiten. Dafür wähle ich auf der linken Seite den Bildbanner aus und in diesem Banner befindet sich aktuell ein Textbaustein und eine Schaltfläche, also ein Button. Ich möchte diesen Abschnitt tatsächlich entfernen und stattdessen einen anderen Abschnitt hinzufügen. Deswegen klicke ich kurz auf Abschnitt hinzufügen und dann gibt es hier ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Insgesamt kannst du zwischen 17 Abschnitten auswählen. Zum Beispiel gibt es hier einen Abschnitt für die einzelnen Kategorien, für bestimmte Produkte, noch ein weiterer Abschnitt für Kategorien. Es gibt einen Textabschnitt, du kannst ein Bild mit Text hinzufügen, einen Bildbanner, eine Slideshow, eine Collage, mehrere Spalten, mehrere Reihen, ein einklappbarer Text, eine E-Mail-Anmeldung, ein Kontaktformular, ein Video, ein Blogbeitrag und auch einen benutzerdefinierten Abschnitt und eine benutzerdefinierte Seite. Am Anfang von der Seite befindet sich aktuell der Bildbanner, den möchte ich ganz gerne ersetzen mit einer Slideshow. Deswegen füge ich den Slideshow-Abschnitt hinzu und ziehe das erstmal über den Bildbanner. Auf der rechten Seite kannst du dann die Einstellungsmöglichkeiten für die Slideshow bearbeiten. Diesen Bereich schaue ich mir gleich nochmal an. Vorher gehe ich erstmal auf den ersten Block. Das ist nämlich ein Bild. Und hier möchte ich erstmal das Bild hochladen, das ich ganz gerne benutzen möchte. Ich möchte direkt am Anfang auf eine Aktion aufmerksam machen, dass es zum Beispiel 10% Rabatt mit dem Code ECO10 auf die Bestseller-Produkte gibt. Das sieht natürlich noch total durcheinander aus. Das werde ich jetzt als nächstes aufräumen. Und das erste, was ich entfernen möchte, das ist der Titel. Das kannst du machen, indem du das markierst und entfernst und dann verschwindet hier auch der Titel. Genau das gleiche mache ich für die zweite Überschrift. Den Button möchte ich auch nicht haben, deswegen entferne ich hier auch einfach den Text und dann verschwindet auch der Button. Und den letzten Abschnitt kann ich auch entfernen, indem ich hier den Haken bei dem Container wegnehme. Einen Schaltflächenlink möchte ich trotzdem hinzufügen, nämlich für die Bestseller-Produkte, damit ein Nutzer, wenn er hier draufklickt, auch direkt zu den Bestseller-Produkten weitergeleitet wird. Das Bild ist oben und unten noch ein bisschen abgeschnitten. Am besten benutzt du dafür gleich die richtige Größe. Wenn das bei dir zu groß oder zu klein sein sollte, dann kannst du auch einfach auf die Slideshow-Einstellungen gehen und bei der Dia-Höhe klickst du einfach auf erstes Bild anpassen und dann wird das automatisch angepasst, dass das Bild auch auf den Bildschirm passt. Bei der Nummerierung wähle ich die Punkte aus. Das ist der Bereich unter dem Bild. Ich finde, das passt einfach ein bisschen besser. Und den Block für das erste Bild, den möchte ich ganz gerne duplizieren. Deswegen klicke ich hier kurz drauf. Und wenn du oben rechts in der Ecke auf die 3 Punkte klickst, hast du hier die Möglichkeit, einen Block direkt zu duplizieren. Das Duplikat wird darunter angezeigt. Hier tausche ich natürlich das Bild aus, indem ich auf Bearbeiten klicke bzw. auf den Button Ändern. Dann wähle ich hier das richtige Bild aus, bestätige das mit Fertig und dann passe ich hier auch noch die Schaltfläche an, weil in dieser Link zu den neuen Produkten führen soll. Das kann ich machen, indem ich wieder die Kategorien auswähle, die neue Kategorie bzw. die Kategorie für die neuen Produkte auswähle und das Ganze über den Button Speichern oben rechts in der Ecke bestätige. Den dritten Block, den kann ich entfernen, den brauche ich nicht. Dafür klickst du einfach auf das Mülleimer-Symbol und dann ist der Header-Bereich auch angepasst. Das kannst du natürlich auch nochmal auf der Mobilversion überprüfen, dass das auch richtig eingestellt ist. Und hier wird zum Beispiel in dem unteren Bereich eine weiße Box oder ein weißer Abschnitt angezeigt. Das kannst du entfernen, indem du auf der linken Seite die Slideshow auswählst und dann findest du hier eine Einstellungsmöglichkeit für das mobile Layout und hier entfernst du einfach den Haken und dann verschwindet auch der weiße Bereich hier unten. Den Fortschritt speichere ich wieder ab über den Button oben rechts in der Ecke und dann können wir uns das auch nochmal kurz auf der Seite anschauen, indem ich die Seite aktualisiere. Die Bilder sehen tatsächlich sehr unscharf aus, deswegen habe ich auch noch mal kurz gegoogelt, welche Größen ich verwenden sollte. Deswegen habe ich die Bilder auch noch mal angepasst. Jetzt sieht das Ganze auch etwas besser aus und hier findest du auch die Größen für die verschiedenen Bausteine. Deswegen aktualisiere ich noch mal ganz kurz die Seite und jetzt sieht der obere Bereich von der Webseite auch deutlich besser aus. Das Layout habe ich dementsprechend noch mal angepasst. Hier habe ich zum Beispiel das Raster eingestellt und auch die Dia-Höhe auf Mittel geändert. Den Bildbanner-Abschnitt auf der linken Seite brauche ich nicht mehr, deswegen kann ich hier draufklicken und den Abschnitt löschen. Die vorgestellten Kategorien möchte ich auch nicht haben, deswegen kann ich die auch löschen. Und dann füge ich als nächstes einen weiteren Abschnitt hinzu. Diesmal wähle ich eine vorgestellte Kategorie aus. Die Überschrift nenne ich
besonders beliebt. Die Beschreibung nenne ich unsere Top-Produkte. Den Beschreibungsstil kannst du auch anpassen, ne? Zum Beispiel kannst du einen Untertitel auswählen, dann ändert sich hier einfach nur die Größe von der Beschreibung. Du kannst auch Großbuchstaben auswählen, aber ich benutze hier die Nachricht. Bei den Texten gibt es tatsächlich auch die Möglichkeit, einen Text zu generieren. Dafür musst du einfach auf die Sterne auf der linken Seite klicken. Du kannst dir beschreiben, worum es geht. Du kannst einen Ton festlegen und darüber deine Texte erstellen, beziehungsweise da einfach so ein bisschen Hilfestellung bekommen. Die Schriftgröße kannst du auch anpassen. Du kannst den Text auch fett schreiben oder kursiv, kannst einen Link einfügen und du kannst auch Sachen auflisten. Unter der Kategorie wähle ich die Bestseller-Produkte aus, bestätige das, indem ich auf Auswählen klicke. In dieser Kategorie befinden sich aktuell auch nur 2 Produkte. Wenn du mehrere Produkte in dieser Kategorie hast, dann kannst du das hier unten auch anpassen. Die Grundeinstellung ist, dass maximal 4 Produkte angezeigt werden. Das kannst du aber auch anpassen auf 2 Produkte und die Anzahl der Spalten auf dem Desktop kannst du auch auf eine reduzieren. Dafür kann ich einmal kurz die Desktop-Version aufmachen und dann wird das hier zum Beispiel so angezeigt. Ich erhöhe das wieder auf 2 Produkte, damit das Bild nicht allzu groß ist. Weiter unten gibt es noch zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten. Du kannst die Schaltfläche anpassen, du kannst das Farbschema anpassen. Ich möchte hier zum Beispiel wieder das dunkle Design benutzen, weil ich darüber das helle Design habe. Die Produktbilder haben bei mir leider unterschiedliche Größen. Das kannst du aber auch anpassen, indem du auf das Bildverhältnis klickst. Dann kann ich hier zum Beispiel ein Porträt auswählen oder ein quadratisches Bild benutzen. Eine Bildform kannst du auch auswählen. Wenn ich hier zum Beispiel einen Bogen auswähle, dann sieht das so aus. Das sind einfach ein paar Spielereien, die kannst du dir natürlich angucken. Es gibt ja auch noch einen Hover-Effekt. Wenn du Produktbewertungen hast, dann solltest du natürlich auch die Produktbewertungen dir anzeigen lassen. Dafür brauchst du aber auch wieder eine zusätzliche App und du kannst eine Schaltfläche zum schnellen Hinzufügen aktivieren. Das solltest du auf jeden Fall machen, damit du es dem Kunden auch möglichst einfach machst, das Produkt zu kaufen. Auf der mobilen Ansicht kannst du die Spalten anpassen. Zum Beispiel kannst du hier eine Spalte auswählen. Dafür öffne ich erstmal wieder die mobile Ansicht, weil die 2 Spalten, das ist tatsächlich relativ klein auf der mobilen Ansicht. Und wenn ich hier eine Spalte auswähle, dann werden die Produkte untereinander angezeigt. Du hast auch die Möglichkeit, das Wischen auf dem Mobilgerät zu aktivieren. Dann werden die Produkte nebeneinander angezeigt. Das finde ich tatsächlich auch optisch sehr ansprechend. Deswegen werde ich das für dieses Beispiel verwenden. Und am Ende kannst du auch noch das Padding oben und unten vergrößern oder verkleinern. Ich möchte das gerne etwas größer machen und dann schaue ich mal, wie das aussieht. Auf der mobilen Ansicht sieht das ganz gut aus. Dann gehe ich nochmal auf die Desktop-Version. Das passt auch soweit. Und dann möchte ich noch einen weiteren Abschnitt hinzufügen. Für diesen Abschnitt möchte ich ganz gerne eine E-Mail-Anmeldung benutzen. Das ist einfach ein Template für einen Newsletter, den du einrichten kannst. Und für diesen Abschnitt gibt es auch gar nicht viele Einstellungsmöglichkeiten. Die Farbe kannst du anpassen. Du kannst das Padding auch wieder erhöhen. Hier möchte ich zum Beispiel auch wieder die 52 Pixel oben und unten verwenden. Den Text kannst du anpassen, indem du auf der linken Seite den Textblock auswählst. Hier schreibe ich rein Newsletter, abonnieren und die Beschreibung nenne ich 10 € Gutschein sichern und viel mehr kannst du dann hier auch nicht machen. Die Änderung musst du natürlich auch wieder speichern und dann füge ich noch einen weiteren Abschnitt hinzu. In diesem Abschnitt möchte ich ganz gerne die neuesten Produkte hervorheben. Dafür wähle ich wieder eine vorgestellte Kategorie aus. Diese Kategorie nenne ich ab sofort verfügbar. Die Beschreibung nenne ich unsere Neuheiten und in der Kategorie wähle ich dann die neuen Produkte aus, was in diesem Beispiel die ganzen Lampen sind. Die Anzahl der angezeigten Produkte kann ich hier auch wieder anpassen. Zum Beispiel kann ich die Anzahl auf dem Desktop auf 3 ändern, damit sich das auch über die ganze Breite verteilt. Das Farbschema kann ich auch wieder anpassen, dass ich hier auch wieder das dunkle Design verwende. Das Bildverhältnis und die Bildform, das passt soweit. Die Schaltfläche möchte ich auch wieder hinzufügen. Und auf dem Mobilgerät benutze ich wieder eine Spalte und aktiviere auch das Wischen, damit die Produkte groß genug angezeigt werden. Für diesen Abschnitt stelle ich das Padding auch wieder auf 52 Pixel und dann speichere ich die Änderungen oben rechts über den Button ab. Am Ende möchte ich noch einen letzten Abschnitt hinzufügen und für diesen Abschnitt benutze ich
die Blogbeiträge. Das erste, das ich hier machen muss, ich muss einen Blog auswählen. Zum Beispiel befinden sich die Blogbeiträge, die ich am Anfang erstellt habe, unter den News. Deswegen klicke ich hier kurz drauf, bestätige das, indem ich auf Auswählen klicke und dann werden die Blogbeiträge hier auch angezeigt. Die Überschrift kann ich auch anpassen. Zum Beispiel kann ich hier reinschreiben aus unserem Blog. Die Anzahl der anzuzeigenden Blogbeiträge kann ich hier auch anpassen. Das Farbschema kann ich anpassen. Ich kann auswählen, ob das Bild angezeigt wird. Das Datum kann ich zum Beispiel deaktivieren. Den Autor kann ich anzeigen lassen. Und wenn du mehr als 3 Blogbeiträge hast, dann kannst du auch den letzten Haken aktivieren und dann wird hier noch ein Button angezeigt, über den ein Nutzer alle Blogbeiträge aufrufen kann. Das Datum füge ich wieder hinzu. Ich finde, das gehört einfach dazu. Den Abschnitt passe ich auch wieder an. Den stelle ich wieder auf 52 Pixel, damit das alles einheitlich ist. Und dann speichere ich das Ganze über den Button oben rechts in der Ecke ab. Auf dem Smartphone werden die Blogbeiträge automatisch mit der Wischfunktion angezeigt. Das ist auf jeden Fall super, damit das optisch auch alles gut aussieht. Und dann bin ich mit der Webseite oder mit dem Onlineshop beziehungsweise der Startseite eigentlich auch soweit fertig. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, das ist die Fußzeile. Und das ist der letzte Abschnitt, den du auf der linken Seite findest. Wenn ich die Fußzeile auswähle, findest du auf der rechten Seite ganz viele verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Die Farbe kannst du wieder anpassen, die E-Mail-Anmeldung kannst du hinzufügen. Wenn du hier den Haken entfernst, dann verschwindet das auch unten links in der Ecke. Den Button in Shop folgen kannst du auch entfernen. Die Social-Media-Icons kannst du hinzufügen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass du das in den Theme-Einstellungen anpasst. Wenn du deine Produkte in mehreren Ländern verkaufst, dann kannst du auch diese Funktion aktivieren, genauso wie die Sprachauswahl und die Zahlungsmethoden, die kannst du hier auch einzeigen lassen. Die werden dann ganz unten auf der Webseite angezeigt. Am Ende kannst du den Abstand auch noch anpassen. Ich stelle das wieder auf 52 Pixel und dann möchte ich natürlich noch weitere Abschnitte bzw. weitere Blöcke in der Fußzeile hinzufügen. Und hier möchte ich die ganzen Menüs einfügen, die ich vorher auch erstellt habe. Es ist nämlich wichtig, dass ein Nutzer, ganz egal wo er sich auf der Webseite befindet, immer auf die rechtlichen Texte zugreifen kann, die Cookie-Einstellungen anpassen kann und deshalb habe ich diese Information in einem Menü hinzugefügt, damit diese Informationen auch immer in der Fußzeile angezeigt werden können. Das Menü kannst du hinzufügen, indem du auf Blog hinzufügen klickst. Dann wählst du das Menü aus. Die Überschrift nenne ich Unternehmen und dann werden die ganzen Links zu den Seiten hier auch angezeigt. Dann möchte ich noch einen weiteren Block bzw. ein weiteres Menü hinzufügen. Diesmal wähle ich das Menü mit den Informationen aus, bestätige das, indem ich unten rechts auf Auswahl klicke und die Überschrift ändere ich wieder zu Informationen. Das speichere ich dann wieder ab, wiederhole den Vorgang nochmal, indem ich wieder einen Block hinzufüge, das Menü auswähle und diesmal wähle ich das Menü aus mit den ganzen hilfreichen Informationen, die sich hier befinden. Dieses Menü nenne ich Hilfe, speichere das Ganze über den Button oben rechts in der Ecke ab und dann ist die Startseite von dem Online-Shop auch fertig. Das kann ich mir jetzt in der Vorschau anschauen. Dafür öffne ich nochmal den Tab mit dem Online-Shop, aktualisiere die Seite. In dem Menü werden die Produkte angezeigt, die Über uns Seite und die Sendungsverfolgung. Dann wird hier der Nutzer direkt auf verschiedene Aktionen aufmerksam gemacht, beziehungsweise auf die neuen Produkte. Die Topseller-Produkte befinden sich auch nochmal direkt darunter. Der Nutzer kann die Produkte direkt in den Warenkorb legen, beziehungsweise die Produkte konfigurieren. Dann gibt es einen weiteren Abschnitt für den Newsletter. Die neuen Produkte werden nochmal hervorgehoben. Die neuesten Blogbeiträge werden angezeigt. Und ganz am Ende befinden sich alle wichtigen Informationen, die ein Nutzer auswählen kann, egal wo er sich auf der Webseite befindet. Die mobile Ansicht kann ich mir auch nochmal anschauen, indem ich einfach den Browser verkleinere. Auf der mobilen Ansicht finde ich die Bilder tatsächlich ein bisschen zu klein. Das würde ich versuchen dann nochmal anzupassen, damit das auch wirklich gut dargestellt wird. Die beliebten Produkte, das ist auch soweit in Ordnung. Hier sind die Bilder tatsächlich ein bisschen unscharf. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber hier würde ich dann auch nochmal gucken, dass ich auch hochwertige Bilder verwende. Den Abstand finde ich tatsächlich ein bisschen zu klein. Den kann man eventuell auch nochmal etwas größer machen. Die neuen Produkte werden hier auch wieder mit der Wischfunktion angezeigt. Das gefällt mir auf jeden Fall gut. Und ganz am Ende gibt es dann auch wieder die Blogbeiträge.
auch wieder mit der Wischfunktion. Und am Ende werden dann die ganzen Menüs mit den jeweiligen Links angezeigt. Für den Anfang ist das auf jeden Fall nicht schlecht. Natürlich kann man hier noch viele Sachen optimieren, aber ich hoffe, dass du erstmal verstanden hast, wie du das ganze Design von deiner Webseite anpassen kannst. Das solltest du auf jeden Fall für alle anderen Seiten auch noch machen. Zum Beispiel kannst du hier auch die Produktseite nochmal anpassen. Es gibt hier eine Standardvorlage, die aktuell für alle Produkte benutzt wird, aber du hast auch die Möglichkeit, eine komplett neue Vorlage zu erstellen, falls du das Ganze noch etwas individueller einrichten möchtest. Die Bearbeitung funktioniert auf diesen Seiten genau gleich. Du hast einmal den Abschnitt, den kannst du auswählen. Zum Beispiel kannst du hier die Größe von den Bildern anpassen. Du kannst auswählen, wie die Bilder angezeigt werden sollen, zum Beispiel in 2 Spalten. Oder du kannst ein Vorschaubild verwenden. Ich persönlich finde, dass das eigentlich am besten aussieht. Den Bildzoom, den würde ich entfernen. Ich finde das immer ein bisschen störend. Für die mobile Ansicht gibt es auch ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Und dann kannst du natürlich auch noch die einzelnen Blöcke bearbeiten. Viele von den Blöcken benutzen dynamische Werte. Zum Beispiel gibt es hier einen dynamischen Wert für den Anbieter. Das ist der Unternehmensname bzw. der Name von dem Online-Shop. Die dynamischen Werte erkennst du immer an dem Symbol, mit denen, ich weiß gar nicht, was das sein soll, die drei Kreise oder dieser Knopf. Wenn du das entfernen möchtest, dann kannst du auch einfach auf das Mülleimer-Symbol klicken. Dann gibt es hier den Titel, da wird automatisch der Titel von dem Produkt eingefügt. Genau das gleiche ist bei dem Preis. Wenn es für das Produkt eine Variante gibt, dann wird auch das angezeigt. Die Mengenauswahl wird jedes Mal angezeigt. Es gibt hier einen Buy-Button. Den Checkout-Button kann man hier zum Beispiel entfernen. Ich persönlich finde das ein bisschen zu viel Informationen. Es reicht eigentlich aus, wenn der Nutzer das Produkt in den Warenkorb legen kann. Darunter befindet sich die Produktbeschreibung. Die wird auch immer dynamisch hier hinzugefügt. Den Teilen-Button kann man hinzufügen. Ich entferne den erstmal und unter den ganzen Produktinformationen befinden sich dann ähnliche Produkte. Ich hoffe, das war soweit verständlich, wie der Editor funktioniert. Wie gesagt, du musst das hier wirklich einmal für alle Produkte machen, wenn du da irgendetwas anpassen möchtest. Die Grundeinstellungen sind auf jeden Fall schon ziemlich gut, sodass du den Online-Shop auch theoretisch direkt live schalten kannst und da gar nicht viele Anpassungen vornehmen musst. Ich werde hier jetzt nicht jede Seite individuell anpassen, weil ich denke, du weißt, wie das alles funktioniert und ich glaube, dass es auch ein bisschen langweilig wird. Stattdessen möchte ich dir noch ein paar weitere wichtige Einstellungen zeigen, die am Anfang wichtig sind. Deswegen speichere ich nochmal alles ab, schließe den Editor und klicke als nächstes auf der linken Seite auf die Apps. Über die Apps hast du die Möglichkeit, zusätzliche Funktionen zu deinem Online-Shop hinzuzufügen. Und das kannst du alles in dem Shopify App Store machen. Da kommst du hin, indem du die App- und Vertriebskanal-Einstellungen auswählst. Du wirst wieder in die Einstellungen weitergeleitet und dann kannst du über den Button oben rechts in der Ecke den Shopify App Store öffnen. Dir werden direkt ein paar Apps vorgestellt oder du hast auch die Möglichkeit, oben in der Suche nach einer bestimmten App zu suchen. Eine App, die du zum Beispiel hinzufügen könntest, heißt Judge.me und mit dieser App hast du die Möglichkeit, Rezensionen für deine Produkte zu sammeln. Die App kannst du kostenlos nutzen. Es gibt auch eine bezahlte Version. Damit hast du natürlich zusätzliche Funktionen, aber ich denke, für den Anfang reicht die kostenlose Version auf jeden Fall aus. Dann gibt es auch noch ein paar Standard-Apps, zum Beispiel für die DHL und auch für DPD. Für das E-Mail-Marketing gibt es auch eine beliebte App, die heißt Klaviyo. Diese App ist tatsächlich relativ teuer. Du kannst damit natürlich auch wieder kostenlos starten. Aber es gibt auch von Shopify ein integriertes System, das du für das E-Mail-Marketing am Anfang erstmal benutzen kannst. Deswegen würde ich diese App vielleicht nicht direkt von Anfang an benutzen. Wenn du Print on Demand machen möchtest, dann kannst du auch einfach mal POD eingeben für Print on Demand. Und dann gibt es hier ganz viele verschiedene Anbieter, mit denen du das auch alles so ein bisschen automatisieren kannst. Eine der beliebtesten Apps, das ist Printful. Damit kannst du dann zum Beispiel direkt die ganzen Prints designen und als Produkt auch in deinen Online-Shop importieren. Genau das gleiche kannst du auch für das Dropshipping machen. Ich kann hier einfach mal Dropshipping eingeben. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Anbieter.
zum Beispiel Deezers. Damit kannst du direkt eine Verbindung zu AliExpress herstellen. Du kannst dort nach Produkten suchen und dann diese Produkte auch direkt in deinen Shopify Store importieren. Es gibt auch verschiedene Chrome-Extensions, die du dafür noch installieren kannst. Die helfen dir dann zum Beispiel dabei, nur zertifizierte Supplier zu finden oder Produkte, die man zum Beispiel nicht im Laden kaufen kann, beziehungsweise die im Laden noch nicht verfügbar sind und auch die wenig Konkurrenz haben. Bei dem China-Dropshipping ist natürlich immer die Lieferzeit das Problem. Das sollte dir auf jeden Fall bewusst sein, wenn du so etwas machst. Und es ist auf jeden Fall nicht so einfach, wie das immer online dargestellt wird. Eine weitere App, die du hinzufügen kannst, ist Order Printer Pro. Die kannst du auch am Anfang erstmal kostenlos nutzen für bis zu 50 Bestellungen pro Monat. Die kann ich auch direkt installieren und damit hast du dann zum Beispiel auch die Möglichkeit, deine Bestellbestätigung anzupassen, damit sich ein Kunde direkt in der Bestellbestätigung, also die E-Mail, die ein Kunde zugeschickt bekommt, die Rechnung über einen Link herunterladen kann. Dafür musst du die App einfach nur installieren. Die App wird dann automatisch auf der linken Seite angezeigt. Die kannst du auch direkt anpinnen, damit die hier auch bleibt. Dann werden hier direkt ein paar Informationen angezeigt, wie die App funktioniert. Du kannst die kostenlose Testphase direkt starten. Die Testphase dauert 14 Tage. Das musst du dann auch noch mal ganz kurz bestätigen. Du kannst dich hier auch einmal durchführen lassen durch die App, damit du weißt, wie das alles funktioniert. Aber das, was ich dir jetzt eigentlich nur kurz zeigen wollte, das sind die automatischen PDFs. Hier kannst du verschiedene Templates anpassen. Ich wähle hier die Invoices aus, also die Rechnungen. Dann klickst du auf Setup PDF-Link. Du wählst aus, in welcher Vorlage der PDF-Link hinzugefügt werden soll. Und dann kannst du hier auch noch den Link, auf den der Nutzer dann klicken kann, anpassen. Den Text ändere ich einfach zu Rechnung herunterladen. Das bestätigst du dann oben rechts, indem du auf den Button Next Step klickst. Und dann wird dir hier der Code angezeigt, den du in der Bestellbestätigung hinzufügen musst. Das kannst du machen, indem du unter Step 2 den Link in einem neuen Tab öffnest. Dann wirst du automatisch in die Benachrichtigung und die Bestellbestätigung weitergeleitet. Und dann kannst du hier den Code einfügen. Dafür gehe ich auch nochmal zurück, damit ich mir auch hier anschauen kann, wo der Code am besten eingefügt werden soll. Zum Beispiel ist das über dem Doctype HTML. Dann scrolle ich einfach mal ein bisschen nach unten. Hier ist Doctype HTML und der Code befindet sich genau dazwischen. Dann füge ich den Code hier ein, überprüfe das auch nochmal ganz kurz, dass das der richtige Bereich war. Da stimmt alles. Und dann speicherst du das über den Button oben rechts in der Ecke ab. Und wenn ich jetzt auf Vorschau klicke, dann wird der Link hier angezeigt. Aus irgendwelchen Gründen wurde die Übersetzung wieder rückgängig gemacht und den Text, den ich hier eingetragen habe, der wurde nicht übernommen. Aber ich denke, du weißt, wie das funktioniert, deswegen kann ich das wieder schließen. In der App musst du das auch noch kurz bestätigen, oben rechts in der Ecke, dass du den Link eingefügt hast. Und dann möchte ich dir als nächstes noch ein paar weitere Apps zeigen. Deswegen gehe ich wieder zurück in den Shopify App Store und dann gebe ich hier ein Tracking, weil ich dir auch noch eine App zeigen möchte, mit der die Kunden den Status von den Bestellungen überprüfen können. Die bekanntesten Anbieter dafür sind Parcel Panel, Track123, Aftership oder 17 Track. Die Apps sind auch eigentlich alle sehr ähnlich. Der Unterschied ist, dass du in der kostenlosen Version eine unterschiedliche Anzahl an Bestellungen tracken kannst. Ich glaube, bei 17 Track sind das ungefähr 100, bei Parcel Panel sind das zum Beispiel nur 20. Aber sobald man mehr Bestellungen bearbeitet, dann gibt es da eigentlich keinen großen Unterschied mehr und die Preismodelle, die sind überall ähnlich. Ich werde in diesem Beispiel Parcel Panel installieren. Deswegen klicke ich auf Installieren, bestätige das Ganze nochmal und dann pinne ich auch diese App wieder an, damit ich schnell auf die ganzen Einstellungen zugreifen kann. Und was ich dir hier zeigen möchte, ist, wie du eine eigene Tracking-Page erstellst. Weil am Anfang habe ich auch eine extra Seite für den Sendungsverlauf erstellt. Und wie du das anpasst, das möchte ich dir jetzt noch kurz zeigen. Direkt am Anfang kannst du das Design von der Bestellbestätigungsseite anpassen. Das, was du überprüfen solltest, ist auf jeden Fall nochmal das Datum und auch das Zeitformat, dass du hier zum Beispiel auch das deutsche Format auswählst. Du kannst die Sprache anpassen. Bei mir ist die schon automatisch auf Deutsch eingestellt. Und dann gibt es hier noch ein paar weitere Einstellungsmöglichkeiten. Den Bereich, den ich dir zeigen möchte, das ist die Tracking Page URL. Hier kannst du zum Beispiel die URL von der Unterseite anpassen, über die ein Nutzer den Tracking-Status überprüfen kann. Hier würde ich dir empfehlen, dass du die URL anpasst. Zum Beispiel kannst du hier Tools oder Community auswählen. Und dann schreibe ich hier rein Sendungsverlauf. Das musst du auch nochmal unter App Proxy anpassen. Wenn du hier draufklickst, dann öffnet sich das in einem neuen Tab. Und wenn du ein bisschen nach unten scrollst, dann findest du hier App Proxy. Da kannst du auf URL anpassen klicken
und dann kannst du das hier auch nochmal anpassen. Das speicherst du dann ab und dann gehe ich wieder zurück in die App, klicke oben rechts auf Preview und dann kannst du sehen, wie die Seite aussieht. Die ist wirklich relativ sauber gehalten. Man kann hier die Bestellnummer, die E-Mail-Adresse eingeben, darüber dann den Bestellstatus verfolgen oder man macht das Ganze über die Tracking-Nummer. Diese Seite möchte ich jetzt als nächstes auch noch in dem Hauptmenü hinzufügen. Dafür musst du dir die URL herauskopieren, aber nur den Teil hinter dem Domainnamen. Also in diesem Fall zum Beispiel Community/Sendungsverlauf. Das kopierst du dir kurz raus, beziehungsweise speicherst das in der Zwischenablage. Dann gehst du zurück in den Online-Shop, klickst auf Navigation, wählst das Main-Menü aus, beziehungsweise das Menü, das sich bei dir oben in der Leiste befindet. Unter Sendungsverfolgung klickst du auf Bearbeiten. Hier ist aktuell die Unterseite verlinkt, die kannst du dann löschen. Und dann kopierst du hier den Link rein mit dem /community/Sendungsverlauf. Und dann ist es ganz wichtig, dass du das nicht mit Enter bestätigst, sondern auf den Link klickst, der darunter angezeigt wird. Die Änderung speicherst du dann ab, indem du auf Änderung anwenden klickst. Das bestätigst du nochmal oben rechts in der Ecke. Und wenn ich dann den Online-Shop nochmal in einem neuen Tab öffne, auf die Sendungsverfolgung klicke, dann wird hier auch die Seite angezeigt, die ich gerade erstellt habe. Das ist auf jeden Fall ein super einfacher Weg, um auch die Kundenzufriedenheit zu steigern. Wie du gesehen hast, kannst du das auch relativ schnell einrichten. Deswegen würde ich dir auf jeden Fall auch empfehlen, so eine App direkt von Anfang an zu benutzen. Dann ist es auch noch ganz wichtig, dass dein Online-Shop einen Cookie-Banner hat. Deswegen öffne ich nochmal den App Store, die anderen Tabs. Die kann ich schließen und dann gebe ich in der Suche Cookie Banner ein. Das Problem mit den Cookie Banner Apps in Shopify ist, dass die alle nicht zu 100% DSGVO-konform sind. Meistens fehlen irgendwelche Einstellungen oder man kann damit kein datenschutzkonformes Tracking einrichten. Ich möchte dir nämlich gleich auch noch zeigen, wie du Google Analytics auf deiner Webseite installierst und wie du auch Google Ads Werbung schalten kannst. Und dabei werden natürlich Cookies gesetzt, weil du das ganze Tracking auch einrichten musst, damit deine Marketingkampagnen einfach besser funktionieren. Und das ist eine Sache, die mit den ganzen Shopify-Apps nicht so richtig funktioniert. Außerdem ist ab März 2024 auch der Google Consent Mode Pflicht. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich bezweifle, dass das mit den Apps, die du hier in dem App Store findest, überhaupt möglich ist. Und deswegen würde ich dir empfehlen, dass du Cookiebot benutzt. Das kannst du tatsächlich auch kostenlos installieren für kleinere Webseiten mit bis zu 50 Seiten. Und wenn deine Webseite bzw. dein Online-Shop ein bisschen größer ist, dann ist das auch nicht super teuer. Das kostet dann ungefähr 9 Euro oder 10 Euro pro Monat. Cookiebot hat leider keine Shopify-App, deswegen musst du den Cookie-Banner eigenständig in deinem Online-Shop installieren, aber wie das genau funktioniert, das zeige ich dir als nächstes. Deswegen gehe ich zuerst auf die Cookiebot-Seite. Den Link findest du auch nochmal unten in der Videobeschreibung und wie gesagt, Cookiebot kannst du wirklich dauerhaft kostenlos benutzen für bis zu 50 Unterseiten und danach kostet das 12 Euro pro Monat. Wenn du noch kein Konto hast, dann kannst du einfach auf kostenlose Testversion starten klicken. Dann meldest du dich mit deiner E-Mail-Adresse an. Am besten benutzt du auch die gleiche E-Mail-Adresse, die du auch für Shopify benutzt. Als nächstes musst du deine E-Mail verifizieren und dann kannst du dich einloggen. Anschließend kannst du direkt deine Domain hinzufügen. Bei dem Template wählst du Europa aus und dann bestätigst du das über den Button oben rechts in der Ecke. Als nächstes kannst du das Design anpassen. Ich würde dir empfehlen, das einfach in der Mitte zu machen. Da gibt es auch verschiedene Studien, dass die Leute meistens den Opt-in machen, wenn das auch in der Mitte platziert ist. Unter dem Design würde ich dir empfehlen, unter Button Style Solid auszuwählen, damit die Button alle die gleiche Farbe haben, weil das tatsächlich auch eine Sache ist, die du machen musst, damit der Nutzer nicht dazu verleitet wird, auf irgendeinen bestimmten Button zu klicken. Wenn du möchtest, kannst du auch noch dein Logo hinzufügen und unter Compliance musst du eigentlich nichts anpassen. Auf der linken Seite findest du auch noch den Content. Da kannst du die Sprache auf Deutsch ändern, indem du die Sprache natürlich erstmal hinzufügst und anschließend kannst du Deutsch als Sprache auswählen. Auf der rechten Seite kannst du dann sehen, wie der Text ungefähr aussieht. Den kannst du dann natürlich auch individuell anpassen, wenn du das ganz gerne machen möchtest. Aber die Grundeinstellungen, die sind hier auf jeden Fall schon sehr gut. Unter Privacy hast du die Möglichkeit, einen sogenannten Trigger zu aktivieren. Der wird dann immer auf der linken Seite auf deiner Webseite angezeigt. Darüber kann ein Nutzer
die Cookie-Einstellungen steuern beziehungsweise auch nachträglich nochmal ändern. Aber ich würde dir empfehlen, das zu deaktivieren, weil das einfach ein bisschen störend ist und du hast auch die Möglichkeit, die Cookie-Einstellungen in dem Footer hinzuzufügen. Die Seite dafür habe ich schon erstellt und wie du den ganzen Inhalt da reinkriegst, das werde ich dir auch gleich zeigen. Viel mehr kannst du dann in diesem Bereich auch nicht mehr machen. Dann bestätigst du das wieder über den Button oben rechts in der Ecke. Und bei der Installation wählst du einfach die anderen Guides aus und dann findest du hier auch Shopify. Darüber findest du deine Domain Group ID. Die brauchst du gleich auf jeden Fall. Und wenn du auf Shopify klickst, dann öffnet sich die Anleitung für die Installation in einem neuen Tab. Die kannst du dir natürlich in Ruhe durchlesen, wenn du möchtest. Es sieht nach sehr viel Informationen aus, aber ich werde dir das kurz im Schnelldurchlauf zeigen und so viel ist es wirklich auch gar nicht. Das erste, was ich dafür mache, ich gehe wieder zurück in den Store und entferne zuerst das Passwort, damit ich die Seite auch aufrufen kann. Das kannst du in dem Online-Shop unter der Konfiguration machen. Dafür entfernst du einfach den Haken und speicherst das Ganze ab. In diesem Bereich gibt es auch noch eine weitere wichtige Einstellung, nämlich unter Datenschutz des Kunden. Hier ist es ganz wichtig, dass du nach Zustimmung erhoben auswählst, damit die ganzen Cookies, zum Beispiel für Google Analytics, für den Facebook Pixel oder für Google Ads, auch erst ausgelöst werden, nachdem ein Nutzer auch sein Einverständnis gegeben hat. Das funktioniert aber nur, wenn du einen Cookie-Banner installierst. Aber das ist auch das, was ich dir als nächstes zeigen werde. Das erste, was du dafür machen musst, ist den Quellcode von deiner Website oder von deinem Online-Shop öffnen. Das kannst du machen, indem du die Themes unter Online-Shop auswählst. Dann klickst du auf der rechten Seite auf die 3 Punkte und klickst auf Code bearbeiten. Das Layout kannst du auf der linken Seite einklappen über den Pfeil auf der linken Seite. Genau das gleiche kannst du mit den Vorlagen machen. Und dann findest du an 4. Stelle die Snippets. Die kannst du einmal aufklappen und dann auf Neues Snippet hinzufügen klicken. Dieses Snippet nennst du Cookie-Consent. Das bestätigst du dann mit Fertig und als nächstes musst du hier einen Code eintragen. Den Code dafür, den findest du in der Installationsanleitung. Hier wird auch nochmal alles beschrieben, was wir gerade schon gemacht haben. Und den Code für das Snippet, den findest du hier. Den kannst du einfach markieren, kopieren, dann gehst du wieder zurück in Shopify und fügst den Code hier ein. Das Ganze speicherst du ab und als nächstes öffnest du unter dem Layout das Theme Liquid. In diesem Bereich musst du einen Code unter den öffnenden Head-Tag hinzufügen. Den findest du normalerweise in der 3. Spalte, so ist es jedenfalls bei mir. Da klickst du einmal ganz kurz drauf, klickst auf Enter, damit das Textfeld in die nächste Zeile springt und dann gehst du wieder zurück in die Installationsanleitung. Den Code, den du hier eintragen musst, den findest du direkt unter dem Code, den ich eben gerade rauskopiert habe. Den markierst du wieder, gehst zurück in den Shopify Store und fügst den hier ein. In diesem Code musst du noch eine kleine Anpassung vornehmen. Zum Beispiel findest du hier eine ID mit ganz vielen Nullen und diese Zahl musst du ersetzen mit der ID aus deinem Cookiebot-Konto. Deswegen öffnest du als nächstes wieder Cookiebot. Dann findest du hier die Domain Group ID, die kopierst du dir raus, gehst wieder zurück in Shopify und ersetzt diese Nummer mit deiner eigenen ID. Dann gibt es noch einen weiteren Code, den du hinzufügen musst. Das findest du darunter unter der 6. Zum Beispiel musst du den Code Content for Header finden und darunter diesen Code eintragen. Das erkennst du auch ganz gut auf dem Bild. Das ist der untere Bereich. Der obere Bereich ist der Code, den ich gerade hinzugefügt habe. Und wenn ich hier ein bisschen nach unten scrolle, dann finde ich hier den Code Content for Header. Da klicke ich wieder auf Enter, füge den Code hier ein und dann speicherst du das Ganze ab. Damit hast du den Cookie Banner auch schon auf deiner Seite installiert. Wie gesagt, das geht wirklich relativ schnell. Den nächsten Schritt, den kannst du überspringen. Das ist erstmal nicht relevant, weil ich dir gleich zeigen werde, wie du Google Analytics über einen anderen Weg installieren kannst. Dann gibt es aber noch den letzten Bereich. Hier wird nochmal gezeigt, wie du die Cookie-Einstellungen in dem Footer anpassen kannst. Dafür brauchst du wieder den Code, der sich am Ende befindet. Den kopierst du hier wieder raus. Dann gehst du wieder zurück in deinen Online-Shop. Den Editor-Bereich kannst du verlassen. Achte vorher wirklich nochmal darauf, dass du die ganzen Änderungen auch gespeichert hast. Dann klickst du einfach oben links in der Ecke auf Schließen, wählst die Seiten aus und dann brauchst du eine Seite für die Cookie-Einstellungen. Ich habe die schon erstellt und um einen HTML-Code hier einzufügen, musst du auf der rechten Seite das Symbol HTML anzeigen klicken. Dann kopierst du den Code hier einfach rein, den du gerade rauskopiert hast und dann musst du in diesem Bereich auch wieder
deine eigene Domain-ID eintragen. Die findest du wieder in Cookiebot, die kopierst du dir raus, dann gehst du wieder zurück und dann fügst du die hier ein. Die Änderungen musst du natürlich wie immer speichern. Und wenn ich jetzt auf Seite ansehen klicke, befinden sich hier automatisch die ganzen Informationen über die Cookies. Die ganzen Cookies werden hier auch automatisch aufgelistet. Und das Gute bei Cookiebot ist, dass die Cookies automatisch hinzugefügt werden. Du hast die Möglichkeit, deine Webseite zu scannen. Wann du das letzte Mal den Scan durchgeführt hast, wird auch hier angezeigt. Und wenn ein Nutzer die Cookie-Einstellungen ändern möchte, dann klickt der Nutzer einfach auf Change Your Consent. Dann wird der Cookie-Banner hier angezeigt. Dann können zum Beispiel alle Cookies abgelehnt werden. Und wenn man das wieder ändern möchte, dann klickt man hier wieder drauf und klickt auf Alle bestätigen. Bei mir ist das aktuell alles noch auf Englisch. Das kannst du aber auch anpassen. Erstmal bestätige ich hier, dass ich mit der Implementierung fertig bin und dann wirst du in die Benutzeroberfläche von Cookiebot weitergeleitet. Auf der linken Seite findest du verschiedene Arbeitsbereiche. Zum Beispiel gibt es hier die Domains. Da kannst du nochmal überprüfen, dass auch deine richtige Domain hier angezeigt wird. Unter den Pages kannst du sehen, ob du dich weiterhin für die kostenlose Version qualifizierst. Bei mir werden zum Beispiel 34 Seiten angezeigt, deswegen kann ich das weiterhin alles kostenlos nutzen. Unter der Konfigurierung kannst du deinen Cookie-Banner wieder anpassen. Hier kannst du auch die Sprache nochmal ändern. Wenn du auf Content klickst, dann kann ich hier zum Beispiel Englisch löschen, dass auch hier nur Deutsch ausgewählt ist. Und wenn ich das speichere, dann sollte die Seite mit den Cookie-Einstellungen auch auf Deutsch angezeigt werden. Unter der Implementierung findest du auch nochmal deine Domain Group ID. Unter Cookies und Reports kannst du auch deine Cookies individuell anpassen. Da kannst du einfach einen Cookie auswählen und dann gegebenenfalls die Cookie-Gruppe auch nochmal anpassen. Unter Analytics kannst du in Zukunft wahrscheinlich die Performance von dem Cookie-Banner sehen, also wie viele Leute die Cookies akzeptiert haben oder abgelehnt haben. Und unter den Einstellungen kannst du deine ganzen Unternehmensinformationen hinzufügen. Deine Steuernummer bzw. Umsatzsteuernummer kannst du hier eintragen. Für den Fall, dass du die bezahlte Version benutzt, damit du das auch alles korrekt von der Steuer absetzen kannst. Und in diesem Bereich hast du auch die Möglichkeit, dein Konto wieder zu löschen. Viel mehr kannst du hier dann auch gar nicht mehr machen. Die Installation, die kann ich schließen. Den App Store kann ich auch schließen. Die Cookie-Einstellungen kann ich auch nochmal aktualisieren. Das wird hier jetzt tatsächlich immer noch in Englisch angezeigt. Vermutlich muss ich einfach nur noch mal einen neuen Scan durchführen in Cookiebot direkt. Das kannst du auch machen, indem du auf die Domains klickst, dann deine Domain auswählst. Und wenn du hier ein bisschen nach unten scrollst, dann hast du hier die Möglichkeit, den Domain-Scan zu starten. Das wird auch einmal pro Monat automatisch passieren. Aber wenn du irgendwas auf deiner Webseite installierst, also irgendwelche Tracking-Codes, dann würde ich dir auch empfehlen, einmal kurz den manuellen Scan durchzuführen, damit deine Cookies in dem Cookie-Banner auch automatisch angepasst werden. Ich kann den Scan hier schon mal starten. Das dauert auf jeden Fall ein paar Minuten. Und dann werde ich später nochmal überprüfen, ob dann der Text hier angepasst wird. Als nächstes möchte ich dir zeigen, wie du Google Analytics auf deiner Webseite installierst und wie du das Conversion Tracking für Google Ads einrichtest. Das ist auch ein unglaublich nerviges Thema. Ich habe total viel Zeit damit verbracht, einen Weg zu finden, der relativ einfach ist und wo das Tracking auch robust ist. Und das war gar nicht so einfach, bis ich da einen guten Weg gefunden habe. Aber ich habe es geschafft. Ich habe einen ganz guten Weg gefunden und wie das funktioniert, das möchte ich dir jetzt auch zeigen. Theoretisch gibt es einen relativ einfachen Weg, das alles einzurichten, nämlich über eine App. Die App heißt Google und YouTube. Die kann ich dir auch einmal ganz kurz zeigen. Wenn du diese App installierst, kannst du theoretisch mit wirklich wenigen Klicks ein Google Analytics Konto erstellen, Google Analytics auf deiner Seite installieren. Genau das gleiche kannst du für Google Ads Conversions machen, für das Merchant Center und theoretisch kannst du über diese App auch Google Shopping Anzeigen schalten. Das hört sich alles super an, aber das Problem an dieser App ist, dass die Daten komplett durcheinander sind. Du kannst dich absolut nicht auf die Daten verlassen. Manche Conversions werden getrackt, manche Verkäufe werden überhaupt nicht getrackt. Und das Problem an dieser App ist, dass du nicht herausfinden kannst, woran das genau liegt. Du musst dich wirklich auf Google und auf Shopify verlassen, dass diese Werte stimmen. Aber das ist aktuell leider nicht der Fall. Deswegen möchte ich dir zeigen, wie du wirklich ein möglichst robustes Tracking für deinen Online-Shop einrichten kannst, damit du dich auf die Daten auch verlassen kannst und deinen Online-Shop für mehr Umsatz optimieren kannst. Und das Erste, was du dafür brauchst, ist ein Google Tag Manager Konto. Das kannst du unter tagmanager.google.com kostenlos erstellen und auch hier würde ich dir empfehlen,
dass du wieder die gleiche E-Mail-Adresse benutzt, die du auch für Shopify verwendest. Über den Button oben rechts in der Ecke kannst du ein neues Konto erstellen. Dann trägst du hier deinen Unternehmensnamen ein, wählst Deutschland aus und wählst als Zielplattform Web aus. Das bestätigst du über den Button unten links in der Ecke. Dann musst du die Datenschutzerklärung nochmal kurz akzeptieren und das oben rechts in der Ecke nochmal mit Ja bestätigen. Anschließend wirst du direkt in den Arbeitsbereich von dem Google Tag Manager weitergeleitet und es wird automatisch die Tag-Installation angezeigt. Wir müssen wieder einen Code in dem Head-Bereich von der Webseite installieren und einen weiteren Code in dem Body-Bereich. Für den Fall, dass du die Anleitung weggeklickt hast, findest du die auch oben rechts in der Ecke. Da findest du deine Google Tag Manager ID und wenn du hier draufklickst, dann öffnet sich die Anleitung wieder. Vorher möchte ich dir noch eine kurze Anpassung zeigen, die du in deinem Konto vornehmen solltest. Ich hatte das am Anfang schon kurz erwähnt, dass ab März der Google Consent Mode Pflicht wird. Das ist nochmal eine zusätzliche Einwilligung über Google. Und wenn du auf die Verwaltung klickst, dann auf die Container-Einstellungen gehst, hast du die Möglichkeit, einen Haken bei Einwilligungsübersicht aktivieren zu setzen. Das solltest du auf jeden Fall machen, das speicherst du einfach kurz ab. Und wenn du dann wieder zurück in den Arbeitsbereich gehst, unter den Tags einen neuen Tag anlegen möchtest, dann findest du oben rechts in der Ecke ein kleines Symbol mit einem Haken. Dieses Symbol taucht nur auf, weil ich das gerade aktiviert habe und wenn du da draufklickst, dann werden hier deine ganzen Tags angezeigt und du kannst sehen, ob eine Einwilligung für den Google Consent Mode konfiguriert wurde oder nicht. Das einfach nur als kurze Hintergrundinformation. Als nächstes musst du ein Template für Cookiebot bzw. für deinen Cookie-Banner erstellen. Und das Gute ist, dass es in dem Google Tag Manager dafür eine Vorlage gibt. Das ist ein weiterer Grund, Cookiebot zu verwenden, weil damit die Einrichtung wirklich total einfach ist. Die Vorlage kannst du hinzufügen, indem du auf Neu unter den Tags klickst. Dann wählst du die Tag-Konfiguration aus und auf der rechten Seite in dem oberen Bereich findest du die Community-Vorlagen. Da klickst du ganz kurz drauf. Und in der Suche gibst du Cookiebot ein. Die Vorlage, die du installieren musst, heißt Cookiebot CMP. Das bestätigst du, indem du auf Zum Arbeitsbereich hinzufügen klickst. Dann klickst du nochmal auf Hinzufügen und diesen Tag kannst du Cookiebot CMP nennen. In der Tag-Konfiguration musst du wieder deine Cookiebot-ID eintragen. Die findest du wieder in deinem Konto unter der Implementierung. Die kopierst du dir einfach raus, gehst wieder zurück in den Google Tag Manager und trägst die hier ein. Der Google Consent Mode, der sollte aktiviert sein. Das ist aber auch eigentlich die Grundeinstellung. Und unter den Consent State klickst du einfach auf Add Region und bestätigst das Ganze mit hinzufügen. Damit werden die ganzen Cookies automatisch für alle Nutzer abgelehnt und der Nutzer muss zuerst seine Einwilligung geben, damit die Cookies auch ausgelöst werden können. Am Ende musst du auch noch einen Trigger festlegen und hier wählst du Consent All Pages aus und speicherst das oben rechts über den Button ab. Die ganzen Informationen findest du übrigens auch in der Cookiebot-Dokumentation. Hier wird nochmal alles genau beschrieben, was du machen musst, um den Google Tag Manager datenschutzkonform zu nutzen. Den Link dazu findest du aber auch nochmal in der Videobeschreibung. Als nächstes musst du noch einen Trigger hinzufügen, deswegen wähle ich auf der linken Seite die Trigger aus, klicke auf Neu und in der Trigger-Konfiguration wählst du ein benutzerdefiniertes Ereignis aus. Dieses Ereignis nennst du Cookie Consent Update. Wichtig ist, dass die Schreibweise genauso ist, wie du das hier auch findest, also alles klein mit dem Unterstrich. Und dieser Trigger wird ausgelöst, wenn ein Nutzer auf der Webseite die Cookie-Einstellungen ändern möchte. Den Trigger nenne ich genauso wie das Ereignis und dann speichere ich das Ganze auch ab. Dieser Trigger ersetzt den All Pages Trigger, wenn du zum Beispiel Google Analytics installierst. Dann möchtest du auch, dass Google Analytics auf jeder Seite ausgelöst wird und stattdessen kannst du jetzt den Cookie Consent Update Trigger benutzen. Dann wird bei jedem Seitenaufruf überprüft, ob der Nutzer seine Einwilligung gegeben hat oder die Cookies abgelehnt hat und anschließend wird erst Google Analytics ausgelöst. Das waren auch alle wichtigen Grundeinstellungen in dem Google Tag Manager. Als nächstes musst du noch den Google Tag Manager auf deiner Webseite installieren und dafür musst du wieder die Anleitung über deine Google Tag Manager ID oben rechts in der Ecke öffnen. Den ersten Code kannst du dir direkt rauskopieren und in der Zwischenablage speichern. Dann gehst du wieder zurück in deinen Shop, gehst auf die Themes, öffnest über die 3 Punkte den Theme Editor, indem du auf Code bearbeiten klickst und in der Theme Liquid Datei musst du unter den öffnenden Head Tag den Code einfügen. Dann gehst du wieder zurück in den Google Tag Manager, kopierst den zweiten Code für den Body-Bereich. Den kannst du auch suchen, indem du auf Steuerung F klickst und dann Body hier einträgst, auf Next
klickst und dann wird der öffnende Buddy-Tag hier auch direkt markiert. Am Ende von dem Tag klickst du wieder auf Enter, damit du in die nächste Zeile springst, fügst den Code hier ein und speicherst das Ganze über den Button oben rechts in der Ecke ab. Damit hast du den Google Tag Manager auf deiner Seite installiert, aber das Problem in Shopify ist, dass du die Checkout-Seite bzw. die Danke-Seite nach einem Kauf nicht tracken kannst. Beziehungsweise es ist möglich, aber das musst du noch zusätzlich einrichten. Das kannst du machen, indem du auf die Einstellungen klickst und dann wählst du den Checkout aus. Wenn du hier nach unten scrollst, dann findest du einen Bereich für zusätzliche Skripte für die Bestellstatusseite. Und das ist die Seite, auf die ein Nutzer weitergeleitet wird, nachdem er ein Produkt gekauft hat. Hier gibt es auch den Hinweis, dass man auch Kundenereignisse erstellen kann. Dieser Bereich ist aber unglaublich unzuverlässig, deswegen hoffe ich, dass man auch möglichst lange die Skripte auf der Bestellstatusseite benutzen kann. Aber für den Fall, dass du das nicht machen kannst, dann musst du das einfach unter den Kundenereignissen hinzufügen. Und unter den zusätzlichen Skripten fügst du dann wieder den Google Tag Manager Code hinzu. Zuerst den Head Tag, dann klickst du zweimal auf Enter, gehst wieder zurück in den Google Tag Manager, kopierst den Buddy Tag, fügst den darunter ein und speicherst das Ganze ab. Und wenn ich jetzt die Seite öffne und alle Cookies lösche, die Seite danach nochmal aktualisiere, dann wird auch hier der Cookie-Banner angezeigt und so sieht das aus, wenn ein Nutzer das erste Mal deine Webseite besucht. Die Cookies kann der Nutzer dann ablehnen, individuell einstellen, indem er hier den Regler bewegt oder alle Cookies direkt zulassen. Wenn ich dann auf die Cookie-Einstellungen klicke, dann wird hier jetzt auch der Text auf Deutsch angezeigt, das hat alles funktioniert und dann hat der Nutzer die Möglichkeit, die Einwilligung jederzeit nachträglich zu ändern. Als nächstes möchte ich dir zeigen, wie du Google Analytics 4 auf deiner Webseite installierst und dafür musst du natürlich erstmal ein Google Analytics 4 Konto erstellen, für den Fall, dass du das noch nicht hast. Wichtig ist, dass du hier auch wieder die gleiche E-Mail-Adresse verwendest wie für die ganzen anderen Tools und dann klickst du einfach auf Messung starten. Du kannst deinen Kontonamen angeben. Bei der Datenfreigabe würde ich dir empfehlen, dass du alle Haken entfernst und dann bestätigst du das mit Weiter. In dem nächsten Schritt gibst du deinen Property-Namen ein. Das kann zum Beispiel deine Domain sein. Du kannst die Zeitzone noch anpassen, die Währung anpassen und dann bestätigst du das wieder mit Weiter. Du kannst ein Geschäftsziel festlegen. Als Plattform wählst du wieder Web aus und bei der Datenstream-Einrichtung trägst du wieder deinen Domainnamen ein. Für den Streamnamen benutzt du einfach deinen Unternehmensnamen und über die optimierte Analyse werden automatisch Events hinzugefügt. Das kannst du auch aktiviert lassen und anschließend auf Stream erstellen klicken. Dann öffnet sich ein Arbeitsbereich, in dem eine Mess-ID angezeigt wird und das ist die ID, die du benötigst, um Google Analytics 4 für deine Shopify-Seite zu installieren. Für den Fall, dass du diesen Bereich schon weggeklickt hast und dich auf der Startseite befindest, musst du einfach nur unten links in der Ecke auf die Verwaltung klicken. Unter der Datenerhebung findest du den Datenstream. Dann klickst du nochmal auf den Datenstream und dann öffnet sich wieder der Bereich, wo du die Mess-ID findest. Ich werde dir in diesem Video zeigen, wie du Google Analytics 4 über den Google Tag Manager installierst. Deswegen öffne ich wieder den Google Tag Manager. Klicke auf der linken Seite auf die Tags und anschließend oben rechts in der Ecke auf Neu. In der Tag-Konfiguration wählst du den Google Tag aus und unter der Tag-ID trägst du die Mess-ID aus Google Analytics ein. Du hast auch die Möglichkeit, auf das Lego-Symbol auf der rechten Seite zu klicken und die Mess-ID als Konstante speichern. Wenn du das machen möchtest, klickst du oben rechts in der Ecke auf das Pluszeichen, dann wählst du Variable konfigurieren aus, scrollst ein bisschen nach unten, klickst auf Konstant und trägst hier den Wert ein. Bei den Namen kannst du auch wieder deine ID eintragen, klickst dann auf Speichern und wenn du dann zum Beispiel ein Google Analytics 4 Event erstellen möchtest, dann klickst du einfach auf die Tag-ID bzw. auf das Lego-Symbol und dann kannst du hier mit einem Klick deine Mess-ID hinzufügen. Unter den erweiterten Einstellungen musst du noch den Google Consent Mode aktivieren. Das findest du ganz am Ende unter der Einstellung zur Nutzereinwilligung. Hier klickst du dann nochmal auf die zusätzliche Einwilligung und wählst Analytics Storage aus und damit hast du auch schon den Google Consent Mode aktiviert. Als Trigger benutzt du einfach das Cookie Consent Update. Damit wird Google Analytics immer ausgelöst, wenn der Nutzer auch seine Einwilligung gegeben hat. Und diesen Tag musst du am Ende auch noch benennen.
Ich schreibe hier einfach rein GA4, speichere das Ganze ab und dann hast du auch schon Google Analytics auf deiner Webseite installiert. Das kannst du überprüfen, indem du oben rechts in der Ecke auf In Vorschau ansehen klickst. Dann öffnet sich der Tech Assistant in einem neuen Fenster und hier trägst du einfach deinen Domainnamen ein. Wenn du auf Connect klickst, dann öffnet sich deine Webseite in einem neuen Tab und dann kannst du dich hier ganz normal auf der Webseite bewegen und irgendwelche Aktionen ausführen. Und in dem Google Tech Assistant kannst du sehen, welche Tags auf welchen Seiten ausgelöst werden. Auf der linken Seite findest du eine Zusammenfassung von den einzelnen Seitenaufrufen. Das ist zum Beispiel die Startseite, auf der ich mich gerade befinde. Darunter werden die einzelnen Events angezeigt. Zum Beispiel wird hier auch der Consent bzw. die Einwilligung für die verschiedenen Cookie-Gruppen geprüft und weil ich alle Cookies akzeptiert habe, wurde auch Google Analytics ausgelöst. Das kann ich auch nochmal überprüfen, indem ich auf die Cookie-Einstellungen gehe, dann auf Einwilligung ändern klicke und alle Cookies ablehne, die Seite dann nochmal neu aktualisiere und wenn ich den Tech Assistant dann öffne und mir den neuesten Seitenaufruf auf der linken Seite anschaue, dann wird Google Analytics 4 auch nicht ausgelöst, weil ich alle Cookies abgelehnt habe. Das heißt, Google Analytics 4 funktioniert schon mal. Als nächstes möchte ich dir auch noch zeigen, wie du die Verkäufe tracken kannst, weil das ist eine Sache, die du extra einrichten musst. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass du dafür einen Data Layer brauchst. Zum Beispiel wird rechts neben den Tags ein Data Layer angezeigt und in dem Data Layer befinden sich verschiedene Werte. Und du musst einen Data Layer erstellen, damit der Produkttitel, die Produkt-ID, der Warenkorbwert, die Steuern und so weiter in dem Data Layer angezeigt werden. Es gibt dafür verschiedene Plugins bzw. Apps, mit denen man einen Data Layer einrichten kann. Aber die sind auch immer ziemlich teuer oder wenn die kostenlos sind, dann funktionieren die nicht. Deswegen würde ich dir empfehlen, dass du das einfach selber einrichtest, was auch schon sehr fortgeschritten ist. Aber es gibt dafür auch eine super Anleitung, die ich dir kurz zeigen möchte. Die Anleitung ist von Analytics Mania. Das ist auch ein super YouTube-Kanal, wenn du mehr über das Tracking lernen möchtest. Insgesamt werden hier 3 Methoden aufgelistet, wie du die Verkäufe tracken kannst. Die erste Möglichkeit ist auch über die Google- und YouTube-App, aber hier kannst du dann auch nochmal genau nachlesen, warum das keine gute Idee ist. Die beste Option ist die zweite Möglichkeit mit dem Google Tag Manager. Hier wird auch nochmal beschrieben, dass du zuerst ein Google Tag Manager Konto erstellen musst. Dann musst du den Google Tag Manager auch in dem Theme Liquid hinzufügen. Das sind alles Sachen, die wir am Anfang schon gemacht haben. Auf der Danke-Seite bzw. Bestellbestätigungsseite haben wir den Google Tag Manager auch schon hinzugefügt. Google Analytics wurde auch schon installiert. Und das, was jetzt noch eingerichtet werden muss, das ist das Tracking für die Produktverkäufe. Und hier findest du den Code für das Data Layer, den du auf der Bestellbestätigungsseite noch hinzufügen musst. Deswegen kopierst du dir den einfach raus, gehst wieder zurück in deinen Shopify Store, gehst in die Einstellungen, wählst den Checkout aus, scrollst ein bisschen nach unten und dann fügst du den Data Layer Code über dem Google Tag Manager ein. Da speicherst du ab, dann gehst du zurück in den Google Tag Manager, klickst unter den Tags auf Neu. Und in der Tag-Konfiguration wählst du diesmal Google Analytics und ein Google Analytics 4 Ereignis aus. Die Mess-ID kannst du wieder über das Lego-Symbol hinzufügen. Den Ereignisnamen nennst du Purchase. Unter den weiteren Einstellungen wählst du E-Commerce-Daten senden aus und wählst das Data Layer aus, damit die ganzen Daten aus dem Data Layer, also zum Beispiel der Preis und auch die Produkt-ID, an Google Analytics weitergegeben werden. Unter den erweiterten Einstellungen scrollst du wieder nach unten, wählst die Nutzereinwilligung aus und fügst hier auch wieder Analytics Storage hinzu, damit der Consent Mode funktioniert und am Ende musst du noch den Trigger einrichten. Hierfür klickst du auf das Pluszeichen oben rechts in der Ecke. In der Trigger-Konfiguration wählst du wieder ein benutzerdefiniertes Ereignis aus und dieses Ereignis nennst du Purchase. Genauso kannst du auch den Trigger nennen und dann speicherst du das Ganze ab. Nennst diese Tag-Konfiguration GA4 Event Purchase und speicherst das Ganze ab. Das kannst du wieder in dem Vorschau-Modus testen. Dafür schließe ich nochmal den alten Vorschau-Modus und starte den Vorschau-Modus neu. Dann stellst du wieder die Verbindung zu deiner Webseite her. Wenn unten rechts in der Ecke der Tag Assistant angezeigt wird, dann weißt du auch, dass alle Cookies akzeptiert sind, beziehungsweise dass der Tag Assistant funktioniert. Und wenn du dir den Tag Assistant anschaust, dann wird Google Analytics 4 und auch das Google Analytics 4 Purchase Event hier angezeigt. Ich sehe auch gerade, dass bei mir noch der Opt-out gespeichert ist, weil Google Analytics 4 nicht ausgelöst wird. Deswegen gehe ich nochmal in die Cookie-Einstellungen, klicke auf Einwilligung ändern und akzeptiere alle Cookies. Du kannst das Tracking auch direkt in Google Analytics überprüfen. Dafür wählst du unter der Datenanzeige
den Debug View aus und hier wird zum Beispiel auch das Page View Event von mir angezeigt. Dann gehe ich wieder zurück in den Store, wähle ein Produkt aus, zum Beispiel die Lautsprecher. Bevor ich den Verkauf abschließe, muss ich aber auch noch die Testkäufe aktivieren. Das kannst du machen, indem du unter den Einstellungen auf die Zahlungen klickst. Neben den Shopify Payments klickst du auf Verwalten. Dann scrollst du nach unten und aktivierst kurz den Testmodus. Du kannst auch auf den Testmodus-Link klicken. Dann öffnen sich hier alle Informationen, die du gleich brauchst. Zum Beispiel gibt es hier ein paar Kreditkartennummern, die du für den Testkauf benutzen kannst und dann speicherst du die Einstellung auch noch ab. Dann gehe ich wieder auf die Produktseite, klicke auf in Warenkorb legen, lasse mir den Warenkorb anzeigen, klicke auf Auschecken und gebe hier die ganzen Zahlungsinformationen ein. Wenn du einen Testkauf durchführst, kannst du bei der Kreditkartennummer einfach eine von diesen Nummern eintragen. Bei dem Gültigkeitsdatum kannst du auch irgendein Datum eintragen. Wenn du die ganzen Sachen ausgefüllt hast, klickst du auf Bestellung überprüfen, bestätigst das Ganze mit Jetzt bezahlen und dann wirst du auf die Bestellbestätigungsseite weitergeleitet. Das kannst du in dem Tech Assistant überprüfen. Ganz oben links in der Ecke befindet sich der letzte Seitenaufruf von der Bestellbestätigung. Und hier wurde auch das Google Analytics 4 Purchase Event ausgelöst. Das findest du auch, wenn du etwas weiter nach unten scrollst. Dann kannst du zum Beispiel auf das Purchase Event draufklicken, wählst das Data Layer aus und dann findest du hier auch die ganzen Werte, zum Beispiel Value ist der Preis von dem Produkt. Und diese Werte werden nur angezeigt, weil ich vorher auch das Data Layer auf der Bestellbestätigungsseite hinzugefügt habe. Der Seitenaufruf davor, die Checkout-Seite, die ist durchgestrichen, weil du diese Sachen über den normalen Shopify-Tarif leider nicht tracken kannst, aber du kannst auf jeden Fall deine Produktverkäufe tracken, aber auch nur, wenn du das ganze Tracking auf der Bestellbestätigungsseite einrichtest, so wie ich dir das gezeigt habe. Davor wird der Seitenaufruf mit dem Warenkorb angezeigt. Hier wurde zum Beispiel nur Google Analytics 4 ausgelöst, aber noch nicht das Purchase-Event. Davor habe ich mir das Produkt angeguckt. Hier wird auch der Seitenaufruf dafür angezeigt und ganz am Anfang war ich auf der Seite von den Cookie-Einstellungen. Das scheint alles zu funktionieren und genau das gleiche kannst du auch nochmal in Google Analytics 4 überprüfen. Wichtig ist, dass du dafür auch den Debug View vorher aktivierst. Dafür musst du den einfach aufmachen und du musst auch den Tech Assistant dafür benutzen. Hier siehst du auch, dass das Purchase Event in Google Analytics 4 angekommen ist. Und wenn du da draufklickst, werden verschiedene Parameter angezeigt. Unter dem Value findest du zum Beispiel den Produktwert 79,99 €. Die Transaction-ID wird hier auch angezeigt. Die Steuern werden hier angezeigt. Und die ganzen Page-View-Events, die werden hier auch angezeigt. Die Scroll-Events werden auch angezeigt. Das sind alles Events, die Google Analytics 4 automatisch trackt. Und diese Daten reichen für den Anfang auch vollkommen aus. Dann möchte ich dir als nächstes zeigen, wie du auch ein Event bzw. einen Tag für das Google Ads Conversion Tracking einrichtest, für den Fall, dass du auch Google Ads Werbung schalten möchtest. Und damit das Ganze auch erfolgreich ist, musst du natürlich das Conversion Tracking einrichten. Den Tag dafür habe ich schon ausgewählt. Du brauchst noch eine Conversion ID und ein Conversion Label. Du musst eine Variable für den Conversion Wert und die Transaktions-ID hinzufügen, damit du auch den Umsatz in Google Ads tracken kannst. Und die Währung musst du auch noch hinzufügen. Für den Wert und die Transaktions-ID musst du wieder eine Variable für das Data Layer erstellen, damit diese Werte aus dem Data Layer herausgezogen werden und an Google Ads weitergesendet werden. Ich weiß, das klingt kompliziert, aber die Umsetzung, die ist relativ einfach. Du musst dafür einfach nur auf der linken Seite die Variablen auswählen. Dann klickst du unter den benutzerdefinierten Variablen auf Neu. In der Konfiguration wählst du diesmal eine Datenschichtvariable aus und dann musst du diese Datenschichtvariable auch noch benennen. Diese Werte findest du wieder in dem Vorschau-Modus, in dem du einen Testkauf durchführst. Das war jetzt nicht so schlau, dass ich die Tabs gerade geschlossen habe, deswegen werde ich nochmal einen weiteren Testkauf kurz durchführen, damit ich mir die Werte für die Datenschichtvariable ziehen kann. Den Testkauf habe ich erfolgreich durchgeführt. Das Google Analytics 4 Purchase Event wurde auch wieder ganz normal und korrekt ausgelöst. Auf der linken Seite musst du dann als nächstes das Purchase Event einmal auswählen und rechts daneben auf das Data Layer klicken. Hier kannst du wieder den Wert von dem Produktkauf sehen und die Transaktions-ID. Und diese Werte müssen wir uns herausziehen. Das kannst du machen, indem du den Namen E-Commerce und zum Beispiel Value in der Datenschichtvariable angibst. Die Werte bzw. die Beschreibungen, die werden auch Keys genannt. Zum Beispiel ist Value ein Key,
Text ist ein Key und Shipping ist ein Key. Und weil ich ganz gerne den Value herausziehen möchte, muss ich diese Datenschicht-Variable e-commerce.value nennen. Das trägst du dann in dem Google Tag Manager ein, e-commerce.value. Die Datenschicht-Variable nenne ich DLV Value und speichere das Ganze ab. Genau das gleiche wiederhole ich für die Transaktions-ID. Dafür wähle ich wieder eine Datenschicht-Variable aus, schreibe hier rein E-Commerce, gehe nochmal zurück in den Tag Assistant, dann kopiere ich mir den Namen Transaktions-ID hier raus, füge die hier ein und nenne diese Variable DLV Transaction-ID und speichere das Ganze ab. In dem nächsten Schritt kannst du den Google Tag erstellen, indem du in der Tag-Konfiguration eine Google Ads Conversion auswählst. Ich würde dir auch empfehlen, dass du kurz eine Conversion-Verknüpfung erstellst, falls du das noch nicht gemacht hast. Den Namen kannst du dir hier auch rauskopieren und hier oben eintragen. Und die Conversion-Verknüpfung hilft dir einfach nur dabei, bessere Conversion-Daten zu sammeln. Das speicherst du ab und die Conversion-ID und das Conversion-Label, das findest du in deinem Google Ads-Konto. Deswegen musst du natürlich zuerst ein Google Ads-Konto erstellen und in dem Google Ads-Konto eine neue Conversion anlegen. Das machst du am besten auch wieder mit der gleichen E-Mail-Adresse. Ich habe hier schon ein Testkonto erstellt und wenn du das gemacht hast, dann findest du entweder oben rechts in der Ecke die Tools und Einstellung. Hier kannst du unter der Messung die Conversions auswählen. Oder wenn bei dir das neue Design schon aktiv ist, dann findest du die Conversions auf der linken Seite unter den Zielvorhaben und Conversions. Du hast auch die Möglichkeit, oben links auf Erstellen zu klicken und dann hier eine Conversion-Aktion auswählen. Als Conversion-Art wählst du Webseite aus, du trägst deinen Domainnamen hier ein und klickst kurz auf Prüfen, wählst die manuelle Installation aus. Als Kategorie benutze ich den Kauf. Diese Conversion nenne ich Shopify Kauf oder Shopify Purchase und als Wert ist es ganz wichtig, dass du einen unterschiedlichen Wert auswählst, damit der Warenkorbwert dynamisch an Google Ads weitergegeben wird. Als Zählmethode wählst du alle aus, weil ein Nutzer natürlich auch mehrere Produkte kaufen kann. Und dann bestätigst du das, indem du unten links auf Fertig klickst. Wenn du nach unten scrollst, kannst du das Ganze speichern und fortfahren. Bei der Einrichtung wählst du den Google Tag Manager aus und dann findest du hier die Conversion ID und das Conversion Label. Die Conversion ID kannst du dir direkt rauskopieren. Dann gehst du wieder zurück in den Tag Manager, fügst dir die Conversion ID ein. Genau das gleiche machst du für das Conversion Label. Bei dem Conversion Wert wählst du die Data Layer Variable aus mit dem Wert, die du gerade erstellt hast. Genau das gleiche machst du mit der Transaktions-ID. Und den Währungscode kannst du einfach auf Euro stellen, wenn in deinem Online-Shop auch nur mit Euro bezahlt werden kann. Am Ende musst du unter den erweiterten Einstellungen wieder die Nutzereinwilligung aufmachen, auf zusätzliche Einwilligung klicken und dann wählst du hier Add Storage aus. Der Trigger ist auch wieder das Purchase Event und diesen Tag nenne ich Google Ads Conversion Purchase. Das speicherst du dann oben rechts in der Ecke ab und dann kannst du das auch wieder in dem Vorschau-Modus überprüfen. Dafür stellst du einfach wieder die Verbindung her. In dem Tab rechts daneben kannst du dich wieder ganz normal auf deiner Seite bewegen. Du kannst hier ein Produkt in den Warenkorb legen. Zum Beispiel benutze ich diesmal die Lampe. Klicke auf In Warenkorb legen. Lasse mir den Warenkorb anzeigen, klicke auf Checkout und füge wieder meine ganzen Bezahlmethoden hinzu. Hier benutze ich natürlich wieder die Testkreditkarte, trage die hier ein, klicke auf Bestellung überprüfen, bestätige das Ganze und wenn ich dann auf den Tag Assistant gehe und mir den letzten Seitenaufruf anschaue, dann wird hier auch die Google Ads Conversion angezeigt und auch das Purchase Event. Bei dem Seitenaufruf davor wurde nur Google Analytics ausgelöst, aber noch keine Conversion, da scheint alles zu funktionieren. Am Ende musst du in Google Ads natürlich auch noch die Conversion-Erstellung abschließen, indem du auf Fertig klickst. Und dann musst du einfach ein bisschen warten, bis sich der Status hier auf Aktiv setzt. Aber normalerweise wird hier auch erst etwas angezeigt, wenn ein Nutzer wirklich auf deine Google Ads-Anzeige klickt und danach ein Produkt kauft. Das Tracking kannst du natürlich auch nochmal überprüfen, indem du einen Opt-out machst. Dafür gehe ich wieder in die Cookie-Einstellungen. Klicke auf Einwilligung ändern, lehne alle Cookies ab, gehe wieder auf die Produktseite, lege das Produkt in den Warenkorb, klicke auf Warenkorb ansehen. Und wenn ich jetzt in den Tag Assistant zurückgehe und mir den Warenkorb-Seitenaufruf anschaue, dann wird hier zum Beispiel auch nicht Google Analytics 4 ausgelöst. Das überprüfe ich jetzt auch nochmal für die Verkäufe. Deswegen
schließe ich den Kauf ganz kurz ab, klicke auf Auschecken, füge wieder die ganzen Zahlungsinformationen hinzu, bestätige die Bestellung, gehe wieder in den Tech Assistant und wenn ich mir die Danke-Seite anschaue, dann wird hier auch kein Conversion-Event angezeigt. Wenn das bei dir alles funktioniert hat, würde ich dir auch empfehlen, dass du Cookiebot nochmal öffnest, auf die Domains klickst, die Domain auswählst und nochmal einen neuen Scan durchführst, damit die ganzen Cookies für Google Analytics und Google Ads auch in den Cookie-Einstellungen hinterlegt werden. Das passiert wirklich alles automatisch, aber wenn du das nochmal individuell anpassen möchtest, dann kannst du das auch in diesem Bereich unter den Cookies und Reports machen. Das war auch alles, was ich dir zu dem Tracking zeigen möchte. Ich hoffe, es hat bei dir auch alles funktioniert. Wie gesagt, das Tracking über Shopify, das ist wirklich kompliziert. Es gibt leider keine wirklich einfache Lösung, bei dem das Tracking auch wirklich robust ist. Natürlich gibt es die Google- und YouTube-App. Damit kann man das innerhalb von 5 bis 10 Minuten einrichten. Aber das ist auch alles komplett durcheinander und es wird gefühlt wirklich nur jede zweite Conversion oder jeder zweite Produktkauf darüber getrackt. Als nächstes möchte ich dir auch noch zeigen, wie du ein Google Merchant Center erstellst. Das kannst du dir wie so ein digitales Warenhaus von Google vorstellen. Da kannst du deine Produkte ablegen und wenn du das gemacht hast, hast du die Möglichkeit, über Google Ads eine Google Shopping Anzeige zu erstellen. Das werde ich dir auch alles zeigen, aber wie gesagt, der erste Schritt ist, dass du dir erstmal ein Google Merchant Center Konto erstellst. Die ganzen Tabs, die kann ich erstmal schließen, die brauche ich nicht mehr. Das Google Ads Konto, das kann ich offen lassen und dann gehe ich als nächstes auf die Startseite von dem Google Merchant Center. Das findest du unter google.com/retail. Den Link findest du auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und wenn du noch kein Konto erstellt hast, dann kannst du das über den Button oben rechts in der Ecke machen. Du musst ein paar Informationen über dein Unternehmen angeben und anschließend wirst du in das Merchant Center weitergeleitet. In diesem Bereich kannst du deine Produkte hinterlegen, wie du dich hier zurechtfindest. Das werde ich dir auch als nächstes zeigen. Oben rechts in der Ecke findest du zum Beispiel deine Merchant Center ID. Daneben gibt es ein paar weitere Einstellungen. Zum Beispiel kannst du Personen zu deinem Merchant Center hinzufügen. Unter den allgemeinen Kontooptionen kannst du auch ein erweitertes Konto einrichten. Das wird eigentlich nur von Marketingagenturen benutzt, die zum Beispiel mehrere Merchant Center Konten betreuen. Und über diesen Weg hast du auch die Möglichkeit, dein Merchant Center Konto wieder zu löschen. Dann gibt es noch die benutzerdefinierten Einstellungen. Hier kannst du deine eigenen Zugriffe verwalten und auch die E-Mail-Benachrichtigungen. Auf der Startseite gibt es auch eine kleine Hilfestellung, was du am Anfang machen musst. Du musst deine Unternehmensadresse hinzufügen, du musst deine Identität bestätigen, den Online-Shop bestätigen, Versandinformationen hinzufügen und am Ende natürlich auch deine Produkte hinzufügen. Das kannst du alles auf der linken Seite machen. Ich befinde mich aktuell in der Übersicht. Darunter gibt es die Benachrichtigungen. Du kannst deine Produkte hinzufügen, den Versand festlegen, die Unternehmensinformationen hinzufügen und die anderen Bereiche sind erstmal nicht so wichtig. Ich klicke erstmal auf die Unternehmensinfos. Die Geschäftsadresse kannst du hinzufügen, indem du auf Informationen zum Unternehmen bearbeiten klickst. Dann trägst du hier einfach deine Geschäftsadresse ein, deine Telefonnummer, die du auch kurz bestätigen musst und auch eine E-Mail für den Kundensupport. Wenn du deine Geschäftsadresse erfolgreich hinzugefügt hast, musst du danach noch deinen Online-Shop bestätigen und das kannst du rechts daneben machen. Für die Bestätigung gibt es verschiedene Wege. Du kannst das entweder direkt in Shopify machen, über den Google Tag Manager oder über Google Analytics. Ich wähle in diesem Beispiel die E-Commerce-Plattform Verwenden aus, klicke dann auf Shopify und dann musst du den HTML-Code, den du hier oben findest, in der Theme Liquid-Datei vor dem schließenden Head-Tag hinzufügen. Du kannst einfach auf das Kopieren-Symbol neben dem HTML-Tag klicken, dann gehst du wieder zurück in Shopify, klickst auf Online-Shop, in dem Theme gehst du wieder auf die 3 Punkte, klickst auf Code bearbeiten, wählst auf der linken Seite die Theme Liquid-Datei aus, dann drücke ich auf STRG F, gebe hier den schließenden Head-Tag ein, klicke auf Next und dann füge ich den Code direkt darüber ein, speichere das Ganze ab und gehe wieder zurück in das Merchant Center. Anschließend kannst du auf Online-Shop bestätigen klicken und wenn bei dir der grüne Haken angezeigt wird, dann hat auch alles geklappt. Das kannst du mit weiter bestätigen und als nächstes klicke ich auf der linken Seite auf Versand und Retouren. Wenn du auf Versandinformationen hinzufügen klickst, musst du zuerst ein Land auswählen. In meinem Beispiel ist das Deutschland. Das bestätigst du kurz und dann muss ich das
nochmal bestätigen. Wenn du für verschiedene Produkte unterschiedliche Versandkosten hast, dann kannst du das hier auch angeben. Bei mir ist das alles gleich. Du kannst einen Annahmeschluss für Bestellungen angeben, die Bearbeitungszeit hinzufügen und auch die Laufzeit hinzufügen. Das sollte natürlich mit den Informationen aus deinem Online-Shop übereinstimmen. Das bestätigst du dann wieder mit weiter. Ich habe bei mir nur den kostenlosen Versand eingestellt, deswegen kann ich das auch so speichern. Die Währung solltest du auch nochmal überprüfen und dann bin ich damit auch fertig. Falls du hier irgendetwas falsch konfiguriert hast, kannst du das auch wieder pausieren und neue Versandinformationen hinzufügen oder du kannst auch die Versandinformationen, die du hier schon erstellt hast, komplett löschen, indem du auf das Mülleimer-Symbol klickst. Danach geht es weiter, dass du auch noch die Rückgabebedingungen hinzufügen musst. Dafür klickst du wieder auf den Button. Du musst die URL von deiner Widerrufsbelehrung eintragen und angeben, ob du Retouren akzeptierst. Falls du deine Produkte in mehreren Ländern verkaufst, dann musst du diesen Abschnitt mehrmals durchlaufen und das dann für jedes Land individuell konfigurieren. Ich bestätige das erstmal mit weiter und dann musst du noch den Produktzustand und auch die Rückgabefrist einstellen. Das bestätigst du wieder. Du legst das Retourenverfahren fest. Du stellst ein, nach wie vielen Tagen der Betrag erstattet wird und dann bist du damit auch fertig. Das bestätigst du noch einmal kurz und als nächstes zeige ich dir, wie du die Produkte hinzufügst. Dafür klickst du auf der linken Seite auf die Produkte. Ich kann auch noch mal kurz auf die Übersicht gehen, um zu prüfen, dass ich hier auch alle Sachen abgearbeitet habe. Das passt alles soweit. Und wenn du auf die Produkte klickst, hast du die Möglichkeit, die Produkte über verschiedene Wege hinzuzufügen. Normalerweise befinden sich die Produkte in einem sogenannten Shopping Feed. Das ist einfach nur eine Datei, zum Beispiel eine Excel-Datei, in der sich die ganzen Informationen zu den Produkten befinden, zum Beispiel der Produktname, eine Produktbeschreibung, die ganzen Versandinformationen, dein Unternehmensname, eine Produktkategorie und so weiter. Und anhand von diesen Informationen erstellt Google dann deine Google Shopping-Anzeige. Und für den Produktfeed gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Du kannst die Produkte in einer Datei hinzufügen. Dafür musst du den Link von dieser Datei angeben. Die Datei kannst du entweder von deinem Computer hochladen oder über einen SFTP-Server. Wenn das zu kompliziert ist, kannst du das auch über eine Google-Tabelle einrichten. Du findest hier auch einen Link mit einer Vorlage und in der Vorlage befinden sich alle wichtigen Informationen, die in dem Feed vorhanden sein müssen, damit du auch Google Shopping Ads schalten kannst. Und dann musst du da einfach nur deine Werte eintragen, also zum Beispiel den Produkttitel, die Produktbeschreibung, einen Link zu dem Produkt, einen Link zu dem Bild und so weiter. Wenn du nur eine Handvoll von Produkten hast, kannst du theoretisch auch die Produkte manuell hinzufügen. Das ist noch einfacher als die Google-Tabellen. Aber wenn sich deine Produkte regelmäßig ändern, dann macht das keinen Sinn, weil du dann ständig alles manuell anpassen musst. Ein letzter Weg ist das, über eine API zu machen. Das ist aber schon wirklich fortgeschritten. Und diese Option wird eigentlich auch nur von größeren Online-Shops gemacht. Ich möchte dir in diesem Video zeigen, wie du den Shopping-Feed über eine Shopify-App erstellen kannst. Das ist auch relativ einfach. Und wenn dein Online-Shop weniger als 10 Produkte hat, dann kannst du das Ganze auch kostenlos nutzen. Deswegen gehe ich nochmal zurück in den Shopify Store, klicke unter den Einstellungen auf Apps und Vertriebskanäle, öffne wieder den Shopify App Store und die App, die ich dir zeigen möchte, heißt Multiple Google Shopping Feed. Es gibt tatsächlich ganz viele verschiedene Apps, die du für Shopping Feeds verwenden kannst. Die meisten davon funktionieren aber nicht so gut. Der Multifeed, der ist aber relativ stabil und damit habe ich bisher die besten Erfahrungen gemacht. Wie gesagt, wenn du nur 10 Produkte hast, dann kannst du das Ganze auch kostenlos testen. Und wenn du mehr als 10 Produkte hast, bis zu 1000 Produkte, kostet das Ganze auch nur $6 pro Monat und es spart dir auf jeden Fall sehr viel Zeit. Ich werde die App als nächstes installieren. Die Zugriffe musst du natürlich auch bestätigen. Die App pinne ich auch direkt wieder an und dann hast du die Möglichkeit, dich mit deinem Google-Account einzuloggen oder das Ganze auch ohne Google-Account machen. Wenn du das Merchant Center eingerichtet hast, dann würde ich dir aber empfehlen, dass du einfach deinen Google-Account verbindest, weil ansonsten musst du den ganzen Feed manuell hinzufügen. Als Marketplace wähle ich Google Shopping aus. Theoretisch hast du auch die Möglichkeit, einen Feed für Facebook zu erstellen. Dann wählst du Primary aus, bestätigst das. Den Shopping-Feed nenne ich Multifeeds Version 1. Das Google Merchant Center kannst du hier auch direkt mit deinem Shopify Store verknüpfen. Feed-Format, TSV-File, das passt auf jeden Fall. Dann klickst du auf Next. Im nächsten Schritt kannst du auch nochmal überprüfen, dass alles richtig eingestellt ist, dass hier zum Beispiel Deutschland ausgewählt ist oder das Land, das du ganz gerne benutzen möchtest. Bei mir passt das alles, deswegen bestätige ich das wieder. Den nächsten Schritt kannst du auch bestätigen. Bei den Bildern musst du auch nichts anpassen. Identifiers, das passt auch. Wenn du für deine Produkte irgendwelche speziellen Beschreibungen hinzufügen möchtest, dann kannst du das in diesem Bereich einstellen.
Zum Beispiel kannst du eine Altersgruppe angeben, ein Geschlecht, irgendwelche Muster oder irgendwelche Größen und dann bestätigst du das wieder über den Button oben rechts in der Ecke. Die Labels kannst du verwenden, wenn du wirklich viele Produkte hast, damit du verschiedene Produkte einfach voneinander sauber trennen kannst. Wenn du wenige Produkte hast, dann brauchst du das in der Regel auch nicht. Die Liefereinstellungen kannst du noch bearbeiten, die Steuerinformationen kannst du angeben und dann gibt es noch ein paar individuelle Einstellungen. Wenn du das durchlaufen hast, musst du den Feed zuerst als Entwurf speichern und dann nochmal die komplette Feed-Gruppe speichern. Auf der rechten Seite kannst du auf den Feed wieder zugreifen, dann kannst du hier die einzelnen Reiter auswählen und nachträglich noch Sachen anpassen, wenn du das ganz gerne machen möchtest. Du hast auch die Möglichkeit, unter den Collections bestimmte Produkte auszuschließen, zum Beispiel die Lampen kann ich auswählen und dann werden die automatisch von dem Feed ausgeschlossen. Wenn du auf den Pfeil links oben zurückgehst, findest du ein paar Feed-Einstellungen. Zum Beispiel wird der Feed alle 30 Tage erneuert. Das kannst du aber auch anpassen, wenn du das häufiger haben möchtest. Und weiter unten kannst du einen API-Key für verschiedene Apps hinzufügen, wenn du da ganz gerne eine Schnittstelle herstellen möchtest. Zum Beispiel gibt es hier auch die Judge Me App. Darüber kannst du Produktbewertungen sammeln und diese Produktbewertungen werden dann auch direkt in den Google Ads Shopping-Anzeigen hinzugefügt. Rechts neben dem Feed gibt es die Produkte. Hier hast du die Möglichkeit, einzelne Produkte auszuschließen. Zum Beispiel kann ich den Gutschein ausschließen. Über die Ads hast du die Möglichkeit, dein Google Ads-Konto mit der App zu verbinden. Das würde ich lieber direkt in Google Ads einrichten. Und über die Infos findest du deinen aktuellen Tarif und du kannst sehen, wie teuer die Tarife für verschiedene Feeds sind. Auf dem Dashboard findest du nochmal eine Übersicht. Das dauert auf jeden Fall eine Weile, bis das alles durchlaufen ist, bis hier überall die grünen Haken sind. Hier gibt es zum Beispiel auch schon einige Fehler für die Free Listings. Da kannst du dir dann direkt angucken, was genau der Fehler war und dann kannst du den Feed dementsprechend anpassen. Es dauert auf jeden Fall eine Weile, bis der Feed auch in dem Merchant Center auftaucht. Ich kann das mal ganz kurz öffnen und aktualisieren. Hier wurden tatsächlich schon einige Produkte angezeigt. Es wurden auch welche abgelehnt. Das kann tatsächlich bis zu 24 Stunden dauern, bis deine Produkte hier angezeigt werden. 6 Produkte werden noch überprüft. 2 wurden schon abgelehnt. Woran das genau liegt, das kann ich gleich nochmal überprüfen. Und wenn du dann auf der linken Seite die Produkte auswählst, wird dir dein Shopping-Feed angezeigt. Ich warte jetzt nochmal, bis alle Produkte überprüft wurden und dann schaue ich mir auch nochmal an, wo genau der Fehler liegt. Bei mir hat die Überprüfung tatsächlich fast einen Tag gedauert. Es wurden auch erstmal alle Produkte abgelehnt. Das ist aber auch nichts Ungewöhnliches. Dir wird auch direkt eine Nachricht angezeigt, was du in dem Shopping-Feed genau anpassen musst. Es gibt vordefinierte Produktspezifikationen. Dafür gibt es auch einen ganz guten Hilfeartikel, den ich dir auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt habe. Und hier findest du eigentlich alle wichtigen Informationen, wie bestimmte Sachen formatiert werden müssen, zum Beispiel die Produkt-ID, der Produkttitel, die Produktbeschreibung, der Link, der Bildlink und ganz viele andere Sachen. Hier findest du wirklich alle wichtigen Informationen zu dem Shopping-Feed und wenn du das korrekt angepasst hast, dann sollten deine Produkte auch alle freigegeben werden. Den Shopping-Feed kannst du in dem Multi-Feed-Plugin anpassen, indem du einfach deine Produkte auswählst. Unter den Feed-Settings klickst du einfach auf das Zahnrad-Symbol. Hier kannst du verschiedene Produktspezifikationen auswählen, zum Beispiel den Produkttypen. Und dann kannst du hier auch einen Wert eintragen. Über diesen Weg stellst du das manuell für die Produkte ein. Du kannst natürlich auch direkt den Feed auswählen, indem du auf Edit klickst, dann nochmal auf den Feed klickst und dann hast du hier wieder die verschiedenen Reiter und kannst die Werte für den gesamten Feed anpassen. Alternativ kannst du den Shopping-Feed auch direkt in dem Merchant Center bearbeiten. Zum Beispiel kannst du auf der linken Seite die Produkte auswählen. Das würde ich aber nur machen, wenn du nicht allzu viele Produkte hast. Auf der rechten Seite findest du einen Stift und wenn du hier draufklickst, dann hast du die Möglichkeit, jedes Produkt manuell nochmal zu bearbeiten. Am Anfang hatte ich hier zum Beispiel einen Fehler in der Beschreibung. Da wurde die Beschreibung von Shopify natürlich 1:1 übernommen und in der Beschreibung hatte ich ein paar Emojis, die musste ich entfernen. Wenn du nach unten scrollst, kannst du alle weiteren Sachen anpassen, zum Beispiel auch den Produkttypen. Wenn du eine GTIN-Nummer hast, dann solltest du die hier auch hinzufügen oder eine MPN-Nummer. Du kannst auch Labels hinzufügen, zum Beispiel habe ich ein Label für die Bestseller-Produkte erstellt. Das hilft dir dann dabei in der Google Shopping-Kampagne bestimmte Produkte hervorzuheben. Die Änderungen kannst du dann direkt hier abspeichern. Dann wird das Ganze nochmal überprüft. Am Anfang dauert das immer etwas länger. Bei mir werden die Produkte zum Beispiel auch noch überprüft. Aber ich habe jetzt eigentlich alles angepasst. Deswegen bin ich mir auch sicher,
dass die Produkte demnächst freigegeben werden. Wenn sich deine Produkte in dem Merchant Center befinden, kannst du als nächstes eine Google Ads Kampagne erstellen. Vorher ist es aber wichtig, dass du dein Google Ads Konto noch mit dem Merchant Center verbindest. Das kannst du am einfachsten aus dem Google Ads Konto machen, indem du auf der linken Seite die Verwaltung auswählst, dann auf verknüpfte Konten klickst und das Google Merchant Center auswählst. Wichtig ist, dass du die gleiche E-Mail-Adresse verwendest, dann taucht das Merchant Center hier auch direkt auf. Das bestätigst du noch einmal kurz, klickst auf Senden und viel mehr musst du dann auch nicht mehr machen. Genau das gleiche kannst du mit deinem Google Analytics 4 Konto machen. Dafür wählst du einfach Google Analytics 4 aus, klickst auf die Details. Wenn du die gleiche E-Mail-Adresse verwendest, dann wird das hier auch automatisch angezeigt. Über Verknüpfen kannst du die Verbindung herstellen. Die Zielgruppen kannst du auch direkt aktivieren. Das bedeutet einfach nur, dass du in Google Analytics 4 Zielgruppen erstellen kannst. Zum Beispiel für eine Gruppe von Personen, die eine bestimmte Unterseite besucht haben oder die ein Produkt in den Warenkorb gelegt haben, aber das Produkt nicht gekauft haben. Und diese Zielgruppen werden dann automatisch in Google Ads importiert und du kannst die Zielgruppen für deine Google Ads Kampagnen benutzen. Das ist auf jeden Fall eine hilfreiche Funktion, deswegen aktiviere ich das direkt und dann bist du damit auch schon fertig. Eine Google Shopping Kampagne kannst du über verschiedene Wege erstellen. Entweder klickst du oben links auf den großen Button Erstellen oder du klickst auf die Kampagnen und benutzt den blauen Button. Die Kampagnenziele helfen dir einfach nur dabei, die richtigen Einstellungen zu treffen. Ich benutze eigentlich immer eine Kampagne ohne Zielvorhaben, damit ich alles individuell konfigurieren kann, wie ich das ganz gerne machen möchte. Und dann hast du die Wahl, als Kampagnentyp entweder eine Performance Max Kampagne auszuwählen oder eine Google Shopping-Kampagne. Der Unterschied ist, dass die Performance Max-Kampagne nicht nur Shopping-Anzeigen schaltet, sondern auch Suchanzeigen, YouTube-Werbung und Display-Werbung. Da ist wirklich alles mit drin. Für E-Commerce-Unternehmen ist das tatsächlich ein ganz guter Kampagnentyp. Das Problem ist nur, dass dieser Kampagnentyp noch eine sehr große Blackbox ist. Es läuft alles komplett automatisiert. Du musst einfach nur deine Assets hochladen, also deinen Produktfeed angeben, Überschriften, Beschreibungen, Videos und Bilder für deine Anzeigen hochladen. Aber du kannst nicht so richtig sehen, was genau passiert und über welche Kampagnentypen bzw. über welche Anzeigen wie viel Umsatz generiert wird. Außerdem brauchst du für eine Performance Max Kampagne viele historische Conversion-Daten, weil der Google-Algorithmus versucht, deine Performance Max Kampagne für mehr Umsatz und für mehr Produktverkäufe zu optimieren. Aber wenn du noch gar keine Daten in deinem Konto hast, dann weiß der Algorithmus nicht so richtig, was er genau machen soll. Die ganzen Daten müssen erst gesammelt werden. Deswegen finde ich, dass sich die klassische Shopping-Kampagne für Anfänger deutlich besser eignet. Da kannst du dir wirklich die Performance für die einzelnen Produkte anschauen. Du lernst auch etwas besser, wie Google Ads überhaupt funktioniert. Du kannst mehr Sachen einstellen. Du musst dir auch ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, wie du deine Kampagne vielleicht etwas besser optimieren kannst. Du kannst das Budget und die Werbeausgaben etwas besser steuern. Und deswegen würde ich als Anfänger und vor allem auch in einem neuen Google Ads Konto erstmal mit einer normalen Shopping-Kampagne starten. In dem nächsten Schritt musst du noch ein Zielvorhaben auswählen. Hier solltest du das Purchase-Event benutzen. Bei mir befindet sich das in der Gruppe Käufe. Das hier ist ein Testkonto, deswegen gibt es auch zwei Conversions für den Kauf. Einmal eine normale Conversion und einmal das Shopify Purchase Event, das ich erstellt habe. Normalerweise sollte hier eigentlich nur eine Conversion auftauchen und die anderen Conversions kannst du entfernen, indem du auf die 3 Punkte klickst und das dann nochmal ganz kurz bestätigst. Wenn du dein Merchant Center erfolgreich mit dem Google Ads Konto verknüpft hast, dann wird das hier unten auch angezeigt. Ich habe hier noch eine Fehlermeldung, dass sich keine Produkte in dem Shopping Feed befinden. Das liegt einfach daran, dass die Produkte noch überprüft werden, aber ich kann trotzdem schon mal die Kampagne erstellen und die Anzeigen werden dann auch erst ausgeliefert, wenn die Produkte freigegeben wurden. In der nächsten Einstellung versucht Google mich nochmal dazu zu drängen, eine Performance Max Kampagne zu erstellen. Du siehst schon, dieser Kampagnentyp, der wird aktuell von Google wirklich sehr stark gepusht. Es kann auch sein, dass man in Zukunft gar keine Standard-Shopping-Kampagne mehr schalten kann. Aber solange das noch möglich ist, würde ich diese Option auf jeden Fall nutzen. Das bestätigst du dann mit Weiter. Bei dem Kampagnennamen würde ich dir empfehlen, dass du am Anfang immer den Kampagnentypen erwähnst, zum Beispiel Shopping. Und dann schreibe ich dahinter alle Produkte. In den weiteren Einstellungen hast du die Möglichkeit, bestimmte Produkte zu filtern. Dafür musst du einfach nur ein Attribut auswählen. Zum Beispiel kannst du nur eine bestimmte Produktkategorie bewerben und du hast auch die Möglichkeit, die Labels auszuwählen. Zum Beispiel habe ich ein Label für die Bestseller-Produkte erstellt
Und wenn ich das auswähle und dann hier Bestseller reinschreibe, dann werden in dieser Kampagne zum Beispiel nur die Bestseller-Produkte beworben. Wenn du weißt, dass manche Produkte von dir eine deutlich höhere Nachfrage haben und der Umsatz auch viel höher ist für diese Produkte, dann würde ich dir tatsächlich empfehlen, das Gleiche zu machen. Und dann würde ich auch erstmal nur anfangen, nur die Bestseller-Produkte zu bewerben, damit du mit deiner Google Ads-Kampagne möglichst schnell profitabel bist. Wenn du das machst, dann solltest du den Kampagnennamen natürlich auch noch anpassen. Hier stehen jetzt alle Produkte. Ich habe jetzt hier nur die Bestseller ausgewählt. Deswegen würde ich dann auch den Kampagnennamen nochmal nachträglich ändern und hier dann zum Beispiel die Bestseller-Produkte reinschreiben. Das einfach nur zum Verständnis. Ich entferne den Filter wieder, weil ich alle Produkte ganz gerne bewerben möchte. Und wenn du lokale Produkte verkaufst, dann kannst du das auch hier nochmal angeben. Die URL-Optionen für die Kampagne, das kannst du eigentlich überspringen. Hier kannst du zum Beispiel eine Tracking-Vorlage hinzufügen. Das brauchst du aber nur, wenn du irgendein anderes Third-Party-Tracking-Tool benutzt, damit die Google Ads-Daten auch in das Tracking-Tool weitergegeben werden. Bei den Geboten kannst du tatsächlich mit einem manuellen CPC anfangen. Da musst du einfach so ein bisschen rumexperimentieren und den CPC vielleicht auf 1 oder 2 Euro setzen am Anfang, damit du erstmal Daten sammelst und dann kannst du vergleichen, wie teuer deine Klickpreise tatsächlich sind. Später kannst du den CPC dann dementsprechend anpassen oder wenn du das Ganze automatisiert machen möchtest, dann kannst du auch Klicks maximieren auswählen und hier zum Beispiel ein CPC-Limit von 2 Euro angeben und das bedeutet dann, dass der Google-Algorithmus versucht, möglichst viele Klicks zu erzielen, aber die Klickpreise immer unter 2 Euro bleiben. Langfristig solltest du auf jeden Fall versuchen, einen Ziel-ROAS zu verwenden. Der ROAS ist der Return on Advertising Spend. Das funktioniert aber erst, wenn du auch viele Conversion-Daten hast. Dein Umsatz muss natürlich auch korrekt getrackt werden, weil ansonsten optimierst du deine Kampagnen einfach nur für irgendeinen Wert, aber nicht den Umsatz. Bei dem Tagesbudget kannst du erstmal mit 10 oder 20 Euro anfangen, je nachdem, was du für ein Werbebudget zur Verfügung hast. Die Werbekosten können auch an einem Tag doppelt so hoch sein wie das Budget, das du hier eingestellt hast. Aber auf den Monat runtergerechnet sind die Werbekosten maximal dein Tagesbudget mal ungefähr 30 Tage. Das Suchvolumen, das variiert nämlich jeden Tag und manchmal können die Ausgaben höher sein, weil einfach ein hohes Suchvolumen an dem Tag ist. Und an anderen Tagen ist das Suchvolumen deutlich geringer und dann wird zum Beispiel auch nur die Hälfte von dem Budget ausgegeben. Solange du nur eine Shopping-Kampagne schaltest, kannst du die Kampagnenpriorität auch ignorieren. Wenn du mehrere Shopping-Kampagnen hast, dann solltest du die Kampagne, die den meisten Umsatz erwirtschaftet, als hoch einstufen, damit Google die Kampagne bevorzugt und die Anzeigen häufiger ausspielt. Im Werbenetzwerk kannst du die Suchnetzwerkpartner auf jeden Fall mit einbeziehen. Den Standort kannst du natürlich auch anpassen. Hier kannst du Länder hinzufügen. Du kannst Städte hinzufügen. Unter den Standortoptionen würde ich tatsächlich die zweite Option auswählen, weil du damit nur Nutzer einschließt, die sich auch wirklich in deiner Zielregion befinden. Und mit der ersten Option kann die Werbung zum Beispiel auch an jemanden ausgespielt werden, der sich in einem anderen Land aufhält, aber zum Beispiel ein Interesse an der Zielregion gezeigt hat. Das Start- und Enddatum brauchst du in der Regel auch nicht. Du kannst deine Kampagne wirklich jederzeit manuell aktivieren und auch deaktivieren. Deswegen nutze ich das Start- und Enddatum eigentlich nie. Die Anzeigengruppen befinden sich innerhalb von der Kampagne. Du kannst in einer Kampagne mehrere Anzeigengruppen erstellen und theoretisch hast du auch die Möglichkeit, die Produktkategorien auf verschiedene Anzeigengruppen zu unterteilen. Zum Beispiel könnte ich eine Anzeigengruppe für alle Lampen erstellen. Ich könnte eine weitere Anzeigengruppe für die Lautsprecher erstellen und so weiter. Da gibt es wirklich verschiedene Strategien, warum man so etwas macht. Meistens hat das einfach etwas mit den Geboten zu tun, weil du die Gebote auf der Anzeigengruppen eben auch anpassen kannst. In meinem Beispiel habe ich aber nur eine Handvoll von Produkten, deswegen macht das da jetzt keinen Sinn und ich schreibe hier einfach rein alle Produkte und bestätige das dann, indem ich auf Kampagne erstellen klicke. In der Geburtsstrategie hatte ich noch den Zielrohrs ausgewählt. Das passe ich nochmal an und wähle hier Klicks maximieren aus, bestätige das Ganze nochmal und dann werde ich direkt in die Benutzeroberfläche von Google Ads weitergeleitet. Auf der linken Seite kannst du deine Kampagnen auswählen, dann wird hier die Shopping-Kampagne auch angezeigt, die kannst du pausieren und aktivieren, indem du einfach auf den Haken neben dem grünen Symbol klickst. Dann kannst du die Kampagne pausieren. Ich würde die tatsächlich nie entfernen, weil wenn du die Kampagne entfernst, dann kannst du die später nicht mehr aktivieren oder pausieren. Rechts neben dem Kampagnennamen findest du dann verschiedene KPIs. Die kannst du auch anpassen, indem du auf der rechten Seite auf die Spalten klickst. Die Conversions solltest du dir auf jeden Fall anzeigen lassen. Den Conversion-Wert kannst du auch noch auswählen. Den Conversion-Wert durch die Kosten, das ist der Ziel-ROAS. Und dann gibt es hier noch ganz viele andere KPIs, die du dir einfach mal anschauen kannst und dann
kannst du gucken, ob hier irgendetwas für dich dabei ist, das für dich interessant sein könnte. Die Spaltenauswahl kannst du auch speichern, indem du den Haken setzt und dann kannst du hier zum Beispiel Shopping, Kampagnenebene reinschreiben, das Ganze speichern, weil die ganzen Metriken, die verschieben sich manchmal. Wenn du dich neu einloggst, dann kann es sein, dass wieder die Grundeinstellung hier angezeigt wird und dann musst du einfach nur auf die Spalten klicken, dann findest du hier deine Vorauswahl, da klickst du drauf und dann werden die Metriken hier automatisch wieder angepasst. Wenn du die Kampagne ausgewählt hast, dann findest du auch darunter die einzelnen Produkte. Bei mir werden natürlich keine Produkte angezeigt, weil die gerade noch überprüft werden. Du kannst dir hier auch die Kategorien anschauen, die Marken, Produkttypen und benutzerdefinierte Labels und dann kannst du dir so ein bisschen die Performance für die einzelnen Kategorien anschauen. Unter den Zielgruppen, Keywords und Inhalten sind die Keywörter bzw. die auszuschließenden Keywörter ein wichtiger Bereich, weil du hier Keywörter hinzufügen kannst, für die du nicht möchtest, dass deine Werbung ausgespielt wird, weil die Keywörter zum Beispiel nicht relevant sind. Für eine Shopping-Kampagne kannst du keine Keywörter festlegen, die dafür sorgen, dass deine Anzeigen ausgespielt werden. Die Keywörter, das ist der Produkttitel und die Produktbeschreibung. Deswegen ist es wichtig, dass du deinen Titel und deine Produktbeschreibung möglichst genau definierst, damit du auch für die richtigen Keywörter ausgespielt wirst. Welche Keywörter das genau sind, das findest du unter den Statistiken und Berichten. Dafür musst du einfach nur auf die Suchbegriffe klicken und dann werden hier die Suchbegriffe ausgespielt. Also das, was eine Person in der Google-Suche eingibt, für die deine Anzeigen auch ausgespielt werden. Und wenn du hier irgendwelche Suchbegriffe siehst, die überhaupt nichts mit deinem Produkt zu tun haben, dann kannst du das Keyword markieren und als negatives Keyword bei den Keywörtern für Suchanzeigen hinzufügen. Als nächstes möchte ich dir noch ein paar hilfreiche Tools zeigen, die du benutzen kannst, um deine Google Shopping-Anzeigen zu optimieren. Und das erste Tool, das ich dir zeigen möchte, ist Product Hero. Das ist ein sogenanntes CSS, das steht für Comparison Shopping Service und das ist einfach nur ein Programm bzw. eine Plattform, über die du deine Shopping-Produkte bewerben kannst. Weil aktuell werden deine Produkte direkt über Google beworben, also über das Merchant Center und Product Hero ist theoretisch eine Alternative zu dem Shopping Center. Einer der größten Vorteile ist, dass du über Product Hero 20% weniger für deine Klicks bezahlen musst. Was viele nämlich nicht wissen, ist, dass man bei Google Shopping 20% Marge zahlt für jeden Klick. Das bedeutet, wenn dein Gebot 1 Euro ist, dann ist dein eigentliches Gebot nur 80 Cent und 20 Cent davon bekommt Google. Und diese 20% kannst du über einen CSS-Partner wie zum Beispiel Product Hero einsparen. Pro Monat kostet das 40 Euro und da musst du einfach gucken, ob sich das für dich lohnt. Wenn deine Werbeausgaben deutlich höher sind, dann kann sich das tatsächlich lohnen. Aber wenn deine Ausgaben relativ niedrig sind, dann lohnt sich das wahrscheinlich nicht. Ein weiterer Vorteil von Product Hero ist, dass du damit auch noch zusätzliche Tools bekommst, mit denen du deine Shopping-Anzeigen optimieren kannst, zum Beispiel für die Produkttitel und die Produktbeschreibungen und noch ein paar andere Sachen. Deswegen schau dir das einfach mal an, wenn du dich dafür interessierst. Ein weiteres Tool ist Profit Metrics. Damit hast du die Möglichkeit, deine Shopping-Kampagnen nicht nur für einen ROAS, sondern auch für einen POAS zu optimieren. Und der POAS, das ist der Profit, den du für deine Produktverkäufe hast. Das ist tatsächlich schon sehr fortgeschritten. Das solltest du auch wirklich nur nutzen, wenn du weißt, dass deine Kampagnen und das Conversion Tracking zu 100% richtig eingerichtet ist. Und du solltest natürlich auch ausreichend Conversion-Daten haben, damit sich das Ganze für dich auch lohnt, weil dieses Tool auch nicht super günstig ist. Dann gibt es auch noch Triple Whale. Das ist ein Third-Party-Tracking-Tool für Shopify. Das musst du aber nur benutzen, wenn du neben der Google Ads-Werbung zum Beispiel auch noch Facebook-Werbung schaltest, Instagram-Werbung und noch auf irgendwelchen anderen Plattformen aktiv bist, weil du darüber deutlich bessere und akkurate Daten sammeln kannst. Wenn du dich für die Tools interessierst, dann schau dir das einfach mal an. Wie gesagt, die Tools, die sind auch schon wirklich fortgeschritten und als Anfänger würde ich die vielleicht nicht direkt am Anfang benutzen. Dann musst du in dem Google Tag Manager auch noch deine Tags veröffentlichen. Das hatte ich vorhin vergessen zu machen. Ich hatte die Tags natürlich alle erstellt und das auch alles überprüft. Aber am Ende musst du auch noch oben rechts in der Ecke auf den Button Senden klicken. Dann kannst du der Version auch noch einen Namen geben, zum Beispiel CMB und das Purchase Event habe ich eingerichtet. Und dann klickst du oben rechts auf den Button Veröffentlichen und dann sind die ganzen Daten bzw. die ganzen Tags, die du hier eingestellt hast, auch offiziell auf deiner Webseite live. Das war auch alles, was ich dir zeigen wollte. Ich weiß, es waren ganz schön viele Informationen auf einmal.
Wenn du nicht alles direkt beim ersten Mal verstanden hast, ist das auch gar kein Problem. Es dauert wirklich, bis man sich in die ganzen Sachen eingearbeitet hat. Ich hoffe natürlich, dass du mit dieser Anleitung die Sachen alle trotzdem einrichten konntest, auch wenn vieles davon für dich noch neu war. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann kannst du mir auch gerne in den Kommentaren schreiben. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, weil ich dadurch weiß, dass du dich für solche Inhalte interessierst, und dann werde ich in Zukunft auch mehr Videos zu diesem Thema veröffentlichen.